So, da ist er schon wieder. Genau. Hallöchen, Klaus. Heute ist streamintensiver Tag. Aber ich hab Bock. So, ich schalte mich mal direkt ein. Hi. Kamera wäre noch gut. So, Hallöchen. Ich habe heute Power. Gerade mal schön eben gekocht. Was gab's? Es gab in Real Life Flammkuchen. Ich habe heute RL Flammkuchen gemacht. Oh wow, ja. Aber die spanische Variante mit Chorizo und 4 Knoblauch anstatt Speck. Die Grenzen verschwimmen. Ja, ja. So, ich habe ja auch noch, sag schnell, wie heißt kann man mehr in Tiefkühler, als es mich mal überkommt. Naja, wenn die ganze Zeit halt mit dem Scheiß zu tun hast, ne? So ist es halt. So, ich habe vor, einen kleinen, vielleicht Geheimtipp, vielleicht auch ein Testspiel, keine Ahnung, ich bin ein bisschen drüber gestolpert, über einen Podcast, ich wusste gar nicht, dass es das Spiel gibt. Und habe gesehen, hey, das ist im Game Pass bei mir drin. Und ich nehme mal kurz meinen letzten Schluck, oder? Und wir machen jetzt Folgendes. Das Spiel spielt im alten Rom und da hat man schön Weinchen getrunken, ne? Das heißt, wir gönnen uns heute Abend. So. Mal gucken. So, ich schmeiß das Ding mal an. Die es noch nicht gelesen hatten, The Forgotten City heißt es. Und vielleicht mache ich auch einfach dann mal eben kurz die Musik leise. Weil ich war gerade schon einmal im Menü drinne. Und die ist eigentlich ganz gut, die Musik. So, wir schalten auch einfach mal rüber. So. Forgotten City. So, kleiner Reminder von den Entwicklern hier, finde ich eigentlich mal ganz nett. Bitte hilf uns Storys, Spoiler zu vermeiden. Liebe Content Creator, wie ihr sehen werdet, steckt dieses Spiel voller Intrigen und überraschenden Wendungen. Warne einen Zuschauer bitte vor Spoilern, bevor du Inhalte von jenseits des Weißen Ganges, was auch immer das ist, mit ihnen teilst. Damit interessierte Spielerfahrungen selbst genießen können, wenn sie das möchten. Mit freundlichen Grüßen das Team von Modern Storyteller. Ich bin hiermit meiner Schuldigkeit nachgegangen. Habe euch gewarnt. Es wird Story-Spoiler geben und wir werden das Spiel auch durchspielen. Es soll nämlich in 4 bis 6 Stunden, je nachdem wie schnell man spielt, durchspielbar sein. Und wir schauen einfach mal. Los geht's. Mal gucken, was uns erwartet. Dann nochmal der Hinweis, es ist ein Storyspiel. Die Gegenwart. Hey, you're alive. Ah, When I dragged you out of the river, I thought you were never gonna wake up. I checked your pockets for ID, a phone, maybe. I hope you don't mind. But all I found was some loose change. So, wanna tell me who you are? Okay, ich habe eine sehr weirde Haltung, was meine Hände angeht. Körpertyp auswählen. Okay. Männlich oder weiblich anscheinend, ne? Okay, wir nehmen männlich. Hauptton. Hoppala, nicht so schnell, bitte. Nehmen wir das, oder? Das sieht ein bisschen sehr bleich aus. Wir nehmen mal den Ton. So, und wir sind... Oh, was mache ich denn? Dankeschön.
Oder nehmen wir einfach Alex. Das ist irgendwie immersiver, ne? Wir nehmen mal einfach Alex. Entscheidungen speichern und fortfahren. Well, it's nice to meet you. And I'm sorry to pry, but any idea why you were floating down the river? What's the last thing you remember? Ah, okay. Ich war auf der Suche nach antiken Ruinen. Archäologie. Ein jahrelanges Studium der Geschichte gibt Einblick in die Welt der Antike. Ich war auf einer Geheimmission. Fähigkeit Soldat. Du hast eine vom Militär ausgegebene Schusswaffe, aber nur 10 Kugeln. Du musst sie mit Bedacht einsetzen, denn es gibt keine Möglichkeit, neue zu bekommen. Nee, das Spiel hat ja schon gesagt, es geht um Story, nicht um Rohrgewalt, ne? War auf der Flucht vor dem Gesetz. Auf der Flucht. Deine Zeit auf der Flucht vor den Behörden hat dich zu einem guten Läufer gemacht und du bist 25% schneller beim Sprinten. Ich erinnere mich kaum an etwas. Amnesie. Dein kürzlich aufgetretenes Kopftrauma hat deine Schmerztoleranz erhöht, so dass du 50% schwerer auszuschalten bist. In Archäologie finde ich geil. Also, das ist halt Blödsinn, wenn das Spiel schon sagt, es geht nicht, ne, um Kampf. Das ist dann auch so. Ja gut, wir sind 50% schwerer auszuschalten. So, wird ja auch bedeuten, dass wir hier kämpfen würden, ne? Ja, schneller laufen vielleicht noch. Archäologe oder Gesetzloser? Was nehmen wir? 20% schneller sprinten kann schon was, ne? Wenn man viel sprinten muss in dem Game vielleicht. Gesetzlos. Ja, okay. Entschieden. Really? You know what? Don't answer that. I don't think I want to know. Wisst ihr was? Ja. Ja, sind wir so förmlich gerade hier bei dem Gespräch. Naja, gut. Das hätte ich dir wahrscheinlich nicht sagen sollen. Und jetzt, wo ich es dir gesagt habe, brauche ich dein Telefon und Geld. Kommt das nicht mehr. Jetzt ziehen wir es durch. Oh, come on. In your state, I could drop you on your butt and drag you right back into that river if I wanted to. Oh, Look, schade. you've just been through a trauma, so I'm gonna forget you said that. But you owe me, and I need a favor. War ein Versuch wert. Fahr fort. There are some ruins just behind you. Roman, I think. I need you to go in there and see if you can find a guy named Al for me. He went in there a few hours ago, and he hasn't come out. I've been freaking out, wondering if he's trapped or injured or worse. I would have gone in after him, but he made me promise to stay here, no matter what. There's no way I'm leaving without him. So I'm just kind of stuck here, waiting. What I mean is, I was hoping you wouldn't mind going in there to find him. If you can do that, I can get both of you back to civilization in my boat. Please? Okay. Ja, darf ich zuerst ein paar Fragen stellen? Oh, of course. Sorry, I don't mean to be pushy. I just... What do you want to know? Was ist deine Geschichte? Oh, there's not much to tell. Feels like I've spent my whole life in a dead-end job with an endless commute. Know what I mean? Ja, willst du mir nicht mal deinen Namen sagen? Oh, I'd rather not say if it's all the same to you. Okay. Würde ihn wirklich gern wissen, besonders wenn ich dir helfen soll. Alright, fine. Sorry if I sounded cagey, it's just that I don't always get the best reactions when I introduce myself. My name's Karen. Karen. Eine Karen. Oh Gott. All diese Karen-Memes haben den Namen wirklich ruiniert. Yeah, something like that. But right now, I have bigger problems, like finding Al. Fängt gut an. Wer ist denn Al eigentlich? Und ich würde gerne ein bisschen lauter stellen, aber ich habe gerade schon ausprobiert, ich komme noch nicht ins Menü. Ich mache gleich mal noch ein bisschen lauter. He's the guy who washed up on the riverbank not long before you did. I thought maybe you two knew each other. I guess not. But maybe the two of you can piece together what you're doing here. In any case, you'll like him, I'm sure. Once you find him, that is.
Moment, die hat kurz vor mir auch einen hier aus dem Fluss gezogen. Verdächtig. Wo sind wir denn eigentlich? You really don't remember? We're in Italy. This river is the Tiber. Macht Sinn, wenn hinter uns römische Ruinen sind. Was kannst du mir über die Ruinen erzählen? Not much, really. But imagine what you might find in there. Priceless ancient artifacts. Ja, sie will schon Profit gerade aus uns schlagen, ne? Wir sollen ihr da ordentlich was auch mitbringen, scheinbar, ne? Hast du versucht, um Hilfe zu rufen? What am I, an idiot? You could hike a long, long way in any direction and never find another soul. Trust me. Ja gut, das war erstmal alles. So you're ready to go look for Al? Ich gehe wegen der kostbaren Artefakte rein, aber ich hatte auch schon bei ihm. My hero. The entrance is just past those columns behind you. Oh, Zieh das jetzt and durch. he left this here. But I think you'll need it more than I will. Wir sind ein bisschen der Böse heute. Oh, eine solide batteriebetriebene Taschenlampe. Ziehen, Gegenstand untersuchen, Gegenstand... Nee. Ah ja, okay. Voll ins Gesicht. Oh, Pinocchio. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Quid pro quo. Betritt die Ruinen. So, ich mache ein klein bisschen lauter. Ich dachte, es wäre zu laut das Spiel, wegen diesen komischen Geräuschen hier im Menü, aber wir machen mal, weiß ich nicht, 45%. Mal gucken. Vielleicht geht's ja damit. Je. Sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Schlafsack inspizieren. War hier vor kurzem noch am Schlafen, riecht nach Lagerfeuer und Schweiß. Okay. Karen reden. Können wir nochmal mit dir reden, oder was? What's up? Wird jetzt gehen. Thanks again. And please, hurry. Ja. Okay. Ich bin eigentlich überrascht gewesen von den Einstellungen im Spiel, weil der Sound war grundsätzlich erstmal nicht auf 100%. Was irgendwie ja irgendwie so ein komisches Ding geworden ist. Und die Mausbeschleunigung ist okay. Ich muss die gar nicht einstellen. Okay, Taschenlampe auf Maus hoch ist weird. Aber okay. Dritte Ruinen. Vielleicht habe ich ein bisschen zu viel gesagt und ich werde sie doch noch ein bisschen runterschrauben. Aber es ist nicht schlimm gerade. Aber einfach fürs Gefühl. Machen wir auf... Hier, da so 90% rum. Reicht vollkommen. Ich glaube, das müsste schon hinhauen. Ja, perfekt. 90% ist perfekt. Ich mal überlege, bei manchen Spielen muss ich die auf 0,1 stellen oder so. Nicht ganz hübsch. Gibt es hier Geheimnisse? Komme ich da hoch? Nein, da ist eine Alpha-Wand. Okay. Ah, ein Rucksack, sehr schön. Ein Rucksack voll mit abgetragener Wanderkleidung und leeren Essenspaketen. Nichts Wertvolles dabei, aber trotzdem scheint es seltsam, dass Al ihn zurückgelassen hat. Lektarnmuster. Ein Karabiner noch dran. Sonst, ja gut. Ich kann ihn nur untersuchen. Kann ich den öffnen? Nee, ne? Der hat ihn schon eigentlich praktisch untersucht. Muss ihn auch zurücklassen, warum auch immer. Okay. If you're reading this, it means I've discovered the entrance to an ancient Roman city, hidden deep underground. So, Its existence is long forgotten. All knowledge of it lost, except in the Latin inscription here. It reads, "You who wish to enter the city, step forth and be judged. The virtuous shall be rewarded with eternal life in paradise. The wicked shall find themselves showered in gold, but in vain, for this shall be their final resting place."
Could an underground city have remained a secret for all this time? Oh, Tür von selbst wieder zugegangen. Could people have survived down there, against the odds? It seems there's only one way to find out. If I'm not back in an hour, I'm somewhere on the other side. Consider this an invitation. Aha. A warning. Fies. Our worth. Sehr fies. Was können wir hiermit machen? Eine antike römische Statue von einem unbekannten Mann in einer undurchschaubaren Pose. Eine Hand wirkt einladend, eine andere warnend. Goldene Karaffe. Eine goldene Karaffe, die permanent an Ort und Stelle fixiert ist. Ach, schade. Lateinische Tafel. Eine lateinische Tafel, auf der steht: Ihr, die ihr die Stadt betreten wollt, tretet voran und ihr werdet beurteilt. Die Tugendhaften werden mit ewigem Leben im Paradies belohnt. Die Niederträchtigen werden mit Gold überhäuft, doch vergebens, denn dies soll ihr letzter Ruheort sein. Glaube. Oh, wir können auf der Miete balancieren oder auch nicht. Okay. Gut. Hatte er diese ganzen Fackeln hier angemacht? Und ich glaube, ich habe mich gerade festgebackt. Nein, okay, ich bin nochmal rausgekommen. Okay. Wir gucken erstmal, kann ich hier irgendwas mitnehmen? Da oben ist eine Statue. Da auch. Die hat er nicht angemacht, die Fackel. Graffiti. Es ist ein hastig hingekritzeltes lateinisches Graffiti. Ich kann es nicht übersetzen. Noch nicht. Okay. Okay. Wir sind nicht alleine. Muss ich es noch lauter stellen oder geht's? Ich glaube, es könnte noch lauter. Ein römischer Gladiator in Laufhaltung. Was könnte ein Gladiator in die Flucht geschlagen haben? Sind alles sehr seltsame Posen für Statuen, ne? Hat das was mit dem Gold überhäuft zu tun? Okay. Oh. Ganz dicker Freeze. Willst du mir doch nicht sagen, dass das Spiel jetzt gerade abstürzt? Nein. Okay. Aber das war ein heftiger Ladebildschirm. Ungewollt. Na gut. Ah, das ist eine junge Römerin. Sie sieht aus, als hätte sie um ihr Leben gebettelt. Ist auch alles. Waren das vielleicht mal echte Menschen? Ich könnte mir sowas vorstellen.
Ja, gerade sowas hier. Ein römischer Militärkommandant, der versucht, sich von etwas loszureißen. Mhm. Yep. Ein römischer Legionär in Todesangst. Muss ein bisschen gerade mit den Gold überhäuft und diesen Statuen an König Midas denken. So, war noch hier. So, finden wir uns. Wenn die Geräusche da innen drin ein bisschen komisch sind, laut, aber... Okay, also erstmal... Es ist wirklich unterirdisch in einer großen Höhle. Kann hier nicht runterspringen. Okay, ich drücke gerade die ganze Zeit vorwärts. Da hinten ist irgendwas. Eine Römerin, die um Hilfe zu beten scheint, die nie kam. Gut, dass der Elf vor uns da war und überall schon Licht angemacht hat, ne? Aha. Der sieht nicht aus wie ein Römer. Beschriebene Steintafel. To whoever reads this, I'm sorry you had to find me like this. And worse, that you'll suffer the same fate I did. I've spent a lifetime in this place, going around and around in circles, searching for a way out. The inscription was right. There is no way back. And here there are only two options. Death, or that godforsaken doorway into the past. I made the mistake of stepping through it. I wanted to set things right. And I tried. I really tried. Whatever I did, it took me right back to the beginning. Don't make the same mistake. Better to end it all now. And find out what awaits you beyond that portal. Ja. Also. Wir haben von der Dame, von der Karen erfahren, er ist erst vor einer Stunde hier rein und spricht jetzt aber darüber, dass er hier seinen Lebtag verbracht hat. Das ist, was ich über das Spiel weiß und ich glaube, das werden wir auch gleich erfahren. Ich spreche es mal nur nicht laut aus. Römerin in Panik, ja. Aber wer flüstert uns da die ganze Zeit irgendwas, ne? Wäre schön, wenn wir es verstehen könnten. Überreste eines Menschen, wer auch immer das war, ist vor sehr langer Zeit gestorben. Ein Römer, der auf den Knien liegt, als würde er seine Götter um Gnade beten. Ja. Okay. Hinein ins Abenteuer. Das ist ja wieder Stargate.
Okay, wir sind scheinbar in der Vergangenheit angekommen. Hauptziel abgeschlossen, vergiss mal nicht. Okay. Ach nee, ich dachte schon gerade, Moment, das sind... Was ist denn Relief für eine komische Bucht? Was ist das Relief? Okay. Ein römisches Relief, das ein großen kreisförmiges Portal und 2 Frauen darstellt. Ich frage mich, wer sie sein könnten. Es ist einfach exakt derselbe Ort. Mhm. Jeff, servus. Hallöchen. Ich glaube, du kommst relativ richtig. So. Salve, friend. I'm Galerius. Mind telling me who you are and what you were doing in the Shrine of Proserpina? Ja, ich bin Alex und komme aus der Zukunft. Sehr schön. Hoffentlich sprecht ihr Englisch? Ja. What? I'm speaking Latin. You are too, although your accent's a little strange. Oh, I see what you did there. Changing the subject like that. Nice try. But I'll ask again. Who are you? And what were you doing in the shrine? Okay, wir sprechen also auf einmal Latein. Sehr schön. Was für ein Schrein, bitte? Yeah, you know, agricultural goddess of springtime? You're not from around here, are you? And you've just done it again. You're a sly one, aren't you? One more time. Who are you and what were you doing in that shrine? Hat er am Donnerstag ja. Es tut mir sehr leid, aber ich hatte es ja ein bisschen angekündigt, dass ich gucken muss, ob ich das privat schaffe und ich habe es leider nicht. Ja, leider. Und gestern hast du nichts verpasst. Also, ich habe das auch vorzeitig beendet. Das war nicht sehr spannend gestern. Aber ja. Jetzt, Forgotten City heute Abend. So, genau, so, wir erzählen jetzt nicht, dass wir aus der Zukunft kommen, ne? Nur erstmal hier lügen. Oh, is that right? Well, just make sure you don't get lost in any other sacred places you're not supposed to be. Can't have you disrespecting the gods by accident, can we now? But listen, most folks seem a bit confused when they get here, but you seem very lost, and in more ways than one. So, let me make this nice and simple for you. Live by our law here, and we'll all get along just fine. Ich wirke schon sehr wie der Aussätzige gerade bei dem, ne? So, eure Gesetze, Not bitte? laws, law. There's just one, the golden rule, and the punishment for breaking it's, well, it's kind of horrific. But our magistrate insists we take all newcomers to see him, so I guess I'll let him fill you in. So then, you coming? Ja, okay. Geht voran. Follow me. When I first arrived, I couldn't believe there were people living down here. Tippe auf E, um deinen As you Führer can zu see, folgen. we've got a nice little Okay. community now. Wow! Freihändig. Schöner Only 23 of us Mechanismus. at the moment, if you count the 3 who are missing. No idea how, since nobody knows a way out. But it's just big and dark enough to get lost in, if you're not careful. Aren't you going to introduce Hallöchen. me to your handsome new friend, Galerius? Keep it in your loincloth, Aurelia. I'm taking him to see the magistrate. That pompous old bore won't be magistrate for much longer. Anyone who helps vote him out today drinks at my bar for free tonight. Ah ja. Politics. I'd stay clear of it and her if I were you. She's, it's not my place to say. Down on your right is our farm, where I grow all the food you'll ever want. As long as all you want is leek, cabbage, and wheat. Huh. Hallo. That one usually gets a chuckle. The bloodless shadows Ah, wander das. without flesh or bone. Don't mind Livia. She means well. She's just been in a bad place since... Well, you know, I don't know what happened to her. Es ist irgendwie eine Up schöne here on your Kamerafahrt. right is the chasm. If you've got a weapon, it belongs way down at the bottom.
Up on your left is the Forum, where you can visit the market or get yourself patched up in Lucretia's clinic in the Shrine of Apollo. Most of us have almost nothing, just what we had on us when we arrived, and what we've been able to make and scrounge up since. And this central plateau is where the magistrate and the other patricians live, so don't expect a warm welcome. Habt ihr gerade gehört, dass die Flüsterstimme gefragt hat, who are you? Take it easy, Horatius. I was Wir just taking verstehen our sie new jetzt friend auch. here to see the magistrate. Well, he's asked me to escort the newcomer personally. The farm. Go. Now. You'd better go with him. But just remember, they're not like you and me. Don't let them use you. What was that? What did you just say? I said it'll take some getting used to. Yeah, I'm watching you, farm boy. Greetings, citizen. Horatius. My name's Horatius. Magistrate Sentius asked me to escort you to him personally. Follow me, please. Worum geht es denn? I expect the magistrate wants to brief you about the Golden Rule. It shouldn't take too long. He's busy preparing for the election later today. Na gut. Follow me. Okay. The only thing Den you nächsten, really den wir have to folgen understand right dürfen. now is the Golden Rule. Let me see if I can explain it this way. When I was serving in the Legion, if there was a mutiny brewing in one cohort, the legate in charge wouldn't waste time finding the bad apples among hundreds. They just divided us into groups of 10, made us draw straws, and whoever drew the short straw had to be executed by the other 9. Didn't matter whether he'd done anything wrong. One of us in 10 would die for the crimes of the collective. We call it decimation. If that seems like rough justice to you, you're in for a rude shock. Because the Golden Rule is exactly 10 times worse. The magistrate can explain the rest. Who's up these stairs? Okay. Also Gruppenbestrafung scheinbar ist die goldene Regel. Er sieht so typisch aus wie so ein Julius Caesar, ne? Magistrat. Hallöchen. We're finally alone. I assume you already know who I am. May I know your name? Ja, ich bin Alex. Hi. A curious name to match a curious accent. But I digress. Something about your demeanor gives me the urge to caution you against doing anything, shall we say, unlawful while you're here. Is that understood? Ja, sicher, warum nicht? Now, you're probably wondering why I summoned you, and I'll get to that. But first, take a look at this wondrous place, would you? A secret city built deep in the mountains, many hundreds of years ago. RPG oder Rätsel? Es soll mehr ein Rätselspiel sein. Also im Hauptmenü war auch schon, war ich jetzt für dich auch, dicke Spoilerwarnung. Es gibt viele Rätsel. Ja. Mal gucken. Ja, okay, ja, wunderschöne Stadt. More importantly, consider the miraculous community we've built here over the last 7 months. 22 complete strangers brought together by the fates, living and working together in our own little paradise. And in all that time, not a single sin has been committed. No fights, no theft, nothing. Have you ever witnessed something so extraordinary as a city without sin? Da passen wir ja jetzt super rein mit unseren gesetzlosen Background. Das kann ich nicht behaupten. Nein. Nor could I until I came here. But the reason for this miracle is as simple as it is terrifying. If even one person commits a sin here, every last one of us will die. You see, the builders of this place, whoever they were, left inscriptions warning, "The many shall suffer for the sins of the one." From what we can gather, breaking the law here will anger the gods and provoke a terrible punishment.
like the curses of Medusa and Midas combined, turning us all to gold. Lustig, Midas hatte ich schon erwähnt. The golden rule. Okay, It's deswegen Golden Rule. extraordinary that we've survived as long as we have, and each day I grow more and more afraid that our time in the sun is almost up. And now it seems that day is finally here. All that matters is that somebody in this city is about to break the Golden Rule. Why else would Proserpina send you now? Unless you and I can stop them, our doom is assured. I know that's a lot to take in, and you look like you have questions. Please, ask away. Also, wir haben die goldenen Statuen gesehen in der Gegenwart. Und also scheinbar, wenn jetzt hier, wie auch immer wir jetzt in diese Vergangenheit gekommen sind, aber wenn jetzt hier einer eine Sünde geht, werden alle in Gold verwandelt, oder was? Scheint, ne? Ja, warum hat die mich denn geschickt, bitte? You see, in my search for a way to save my people, I learned of an ancient ritual to Proserpina, the goddess of the cycle of life and renewal. It's said to open a doorway in time, so that if the unthinkable happens, one person can pass through it and travel back to the past. And when I saw you arrive in a flash of light from the goddess's shrine, I knew that person was you. You don't belong in our Okay, time. weiß es also, ja. Ja, okay. Ihr habt recht, ja. Ich komme von 2000 Jahre in der Zukunft. 2000 years? That is unfathomable. Please, tell me, in your time, what did you see? What had become of us? Of this city? Ich sage ihm einfach die Wahrheit, genau. Ihr wart alle in Goldstatuen verwandelt. I have imagined it, our downfall 1,000 times, but it still breaks my heart to hear the truth of it. Was zählt denn hier als Sünde? An intelligent question. There was a good deal of debate about that in our first weeks here. Does it refer to crimes or to some other ill-defined wrong? Of course, everyone agrees on the basics. No theft, no assault, and certainly no murder. But beyond that, it was more difficult to reach a consensus. What about lying, insulting someone, blasphemy, trespass, trying to escape, bribery, infidelity, suicide? As magistrate, I had to exercise leadership, and so I made a decision. We must uphold the laws of the Empire to a standard never before seen. And we must honor the peace of the gods, the sacred accord between the gods and the people of Rome. It is only by offering the gods the proper respect that we may prosper, as Rome has for centuries. Also Selbstmord haben wir ja gesehen. Das scheint auf jeden Fall darunter zu zählen. Ja, genau. Das ist eigentlich. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Was legal ist, ist nicht immer moralisch und viele eurer Regeln und Bräuche werden da, wo ich herkomme, als barbarisch angesehen. Ja, ist richtig. Barbaric? Barbaric? What are you talking about? The Empire is the most civilizing force in the known world. Rome is a beacon of light in the darkness. For 800 years she has borne great statesmen, damals war das so. philosophers, poets, artists and engineers. We have comprehensive laws protecting the rights of our citizens, which have unified countless warring tribes all across the Mediterranean and beyond, from Gallia to Judea. All our citizens are treated the same, regardless of the color of their skin or their sexual preference. Can you say the same? When our people are starving, they are given food rations, and when they are wronged, they have the right to bring the guilty party before the magistrate. Our laws forbid treason, murder, assault, and rape, as well as theft and arson, and so on.
No other civilization in the world is so advanced, and you have the hubris to call us barbaric? Ja, erlauben eure Gesetze zum Beispiel Sklavenbesitz nicht, ja. Sieht sich euer Volk nicht blutige Sportkämpfer zur Unterhaltung an? Haben sie auch gemacht. Haben Frauen nicht weniger Rechte als Männer? Jetzt bin ich mir von dem, was er gesagt hat, ehrlich gerade unschlüssig. Ja gut, die Christen haben sie verfolgt. Findet ihr nicht Kollektivbestrafung an? Ja, das sind alles. Wir fangen mal hier oben an. Ja. Erlauben eure Gesetze Sklavenbesitz nicht. Of course. What else would we do with those prisoners of war who would otherwise have been executed? And besides, there are laws for their protection as well. Ziemlich hart abgeschmettert. Was mit den blutigen Sportkämpfen? On occasion. But our gladiators are almost all volunteers seeking glory, or condemned prisoners who would have been executed anyway. I do not see the harm. Ja, das mit den Gladiatoren habe ich auch schon öfters gehört, dass das alles Freiwillige waren. Also, bis auf die, ne, Strafgefangenen. Haben Frauen nicht weniger Rechte? Of course, but with fewer rights come fewer responsibilities, and the right to be protected by their fathers and husbands. Ja, der lässt sich nicht auf eine Diskussion ein. Verfolgte die Christen nicht. You mean the blasphemous cult responsible for burning down half of Rome last year? It's hard to blame the people for being angry about that. Das war der gute Nero, mein Freund. Was ist mit den Kollektivbestrafungen? Are you talking about our practice of decimation? Of course. We could hardly unite all these warring tribes without a disciplined, formidable legion. Ja, aber da, wo ich herkomme, gelten diese Dinge als verabscheuungswürdig. Well, right now, you're a long, long way from home. I have made my pronouncement on the subject. Unfortunately, there are still those here who resist, whispering blasphemous and treasonous lies in the shadows. I would be keeping a close eye on them if I were you. Okay, er hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Storyplot hier gerade. Na gut. Inszeniertes Ritual. Was denn eigentlich für ein Ritual? All I can tell you is that it's a ritual sacrifice to Proserpina. I stumbled across instructions. I have to recite a prayer, and of course, as with all rituals, some sacrifice is involved. Usually that means wine or food. Achso, das womit er das Portal aufgemacht hat wahrscheinlich, ne? In this case, the sacrifice is rather more costly. The life of the person performing the ritual. I don't suppose you saw any sign of me in the future? Oh. Ja, ich habe menschliche Überreste im Tempel gesehen. I assume that was me. If I'm forced to perform the ritual, it's going to cost me everything. You'll try to make sure I don't need to use it, won't you? Ja, ich werde mein Bestes geben. Ja. Well, I suppose that's all I can ask for. So, warum könnt ihr der Sache nicht selber nachgehen? Wie mit dem, der jetzt hier Sünde begehen will, ne? Well, I believe you're in the best position to go around asking people questions. You're new here, and it'll seem perfectly normal. As for me, well, it pains me to say my attempts to impose order have not earned me many friends. I fear I may not even remain magistrate after today's election. The people here would only treat my curiosity with suspicion. You shouldn't have that problem, though, unless, of course, you get off on the wrong foot. Na gut. Gibt's denn irgendwelche Verdächtigen? Do you ever stare at a problem for so long that you can't see it for what it is anymore? What's needed here is a fresh pair of eyes. The less I prejudice the independence of your investigation, the better. Ja, nachvollziehbar. Woher weiß ich, dass ihr nicht die verantwortliche Person seid? Me? Why would you suspect me? I just told you.
I'm about to sacrifice my own life to ensure these people have a second chance. What reason could you possibly have to suspect me, of all people? Ja, gutes I'm Argument. glad you think so. Without trust, without each other, we won't be able to prevent what is about to happen. Ja, na gut. Ich dränge ihn jetzt mal nicht. Wie kommt es, dass wir einander verstehen? Ich spreche kein Latein. Ja, das wäre... You mean you couldn't speak Latin before you arrived here? How strange. But the gods are active here, and their temples and shrines hum with power like nowhere else in the Empire. Perhaps when Proserpina brought you here, she planted the seed of Latin in your mind so that you could better serve her. Leicht. An unbeliever, then? If you come up with a better explanation, I'll be interested to hear it. Ich finde schön, wir sind durch Raum und Zeit jetzt auf einmal gereist und sorgen uns noch darum, warum wir jetzt auf einmal eine fremde Sprache sprechen können. Falls ich es tue, werdet ihr mir helfen, in meine eigene Zeit If I zurückzukehren. understand Proserpina's ritual correctly, that problem should take care of itself. Let me see if I can explain. If you manage to prevent the sin that breaks the golden rule, I won't need to bring you here. I won't create the portal, and you will never have been able to come here. Thus, you'll have created a paradox. Ja. If this occurs, you should be flung back to your own time, having changed the past for all of us. Makes sense? Ja, oder die Zeitlinie kollabiert, ne? Ich denke schon. Das war alles. Good. So, are you with me? Can I count on you to figure out who's about to break the golden rule? Ja, sieht aus, als hätte ich keine Wahl. No, I don't suppose you do. But I'm hoping that even if you're not burdened with a sense of self-sacrifice, you'll at least see the sense in self-preservation. Wieso bist du in der Zeit wieder hingekommen? Also, das Spiel fängt damit an, dass du an einem Fluss aufwachst, eine Dame namens Karen mit dir spricht, dir sagt, sie hat dich gerade aus dem Fluss gezogen. Und geh doch mal bitte in die Ruinen hinter dir. Sie hat da ihren Freund Al vor der Stunde reingeschickt, der lustigerweise eine Stunde vor uns auch im Fluss trieb. Ja, und der ist nicht wiedergekommen. Und du findest dann die Stadt hier halt. Sie sieht halt ein paar 2000 Jahre später sehr verfallen aus. Der L steht da rum als goldene Statue. Sehr viele Römer als Statue. Und dann ist da ein Tempel mit so einem Portal drin, wo man reingeht. Das Ganze war jetzt irgendwie 10 Minuten, bevor du dazu gekommen bist. Also ganz fix. Das ist schon die ganze Geschichte bis hierhin. So, bin dabei. Wonderful. Now, I need you to investigate the city, talk to everyone, help them if it'll win their trust. I authorize you to enter Problem. private homes and inspect possessions and documents, unless, of course, you're asked to leave. Figure out who the culprit is, and as soon as you have a name, come back and tell me immediately. Na gut. Oh, and one last thing. If I were you, I'd start my investigation by visiting Lucretia at the Shrine of Apollo in the Forum. I heard wailing from there not long ago. Seems like something's not right. Ja gut, ich werde mal sehen, was ich tun kann. Okay. Oh, okay. Das geht also. Trippe an, okay. Um die Zielmarkierung für eine bestimmte Quest zu sehen, klicke auf das Augensymbol neben der Quest. Ja. Okay. Was haben wir denn? Ich bin 1000 Jahre in der Vergangenheit gereist, muss einen Weg zurück in meine ursprüngliche Zeitlinie finden. Irgendwie ein Zeitparadox erzeugen. Ja. Die goldene Regel. Herausfinden, was am ehesten die goldene Regel bricht. Und Sentius informieren. Es sieht so aus, als würden alle Leute in dieser Stadt sterben, weil eine Person die goldene Regel bricht. Ich muss herausfinden, wer das ist.
Sentius hat mich deswegen gebeten, mit allen Leuten zu sprechen und ihnen zu helfen, wenn ich dadurch ihr Vertrauen gewinnen kann. Er hat mir erlaubt, falls nötig, ihre Häuser zu betreten und ihre Besitztümer sowie Dokumente zu untersuchen hier. Kinder raus. Ja, okay. Nicht dieses Geräusch hier ein bisschen. Benutzer. Das machen wir doch mal ein bisschen leiser, ne? Vielleicht mal so. Angenehmer, ne? Okay. Was passiert, wenn ich die jetzt stehle? Dann begehe ich ja eine Sünde, oder? Warte mal, lesen wir einmal die Notiz hier. Gut, böse, ja. So, von Sentille an Sentus. Möge Jupiters Optimus Maximus euch weiterhin beschützen und leiten. Vielen Dank dafür, dass ihr mich zu eurer Tochter gemacht habt und vielen Dank für den entzückenden Geburtstagsanhänger. Ich verspreche, dass ich ihn immer tragen werde. Ich fühle mich so sicher und glücklich, weil ich euch als meinen Vater und Sentia als Schwester habe. Die Wahl nächsten Monat scheint euch Sorgen zu bereiten, aber wenn ihr den Leuten den starken und vertrauenswürdigen Mann zeigt, den ich kenne, dann werdet ihr zweifellos wiedergewählt werden. Nächste Seite. Aber nicht, okay. Das ist ja lustig. Zusammenfassung. Sentilla bedankt sich bei Sentius dafür, dass er sie adoptiert hat. Schön. Okay. Wir begehen mal Bad Karma, nie gut. Ja, ich will wissen, was passiert. The many shall suffer for the sins of the one. Lauf? Okay. Hier ging's raus, ne? Die Statuen bewegen sich. Oh, fuck. Alter. Der war aber jetzt einen mitgegeben hier. Autsch. Oh, er ist tot. Okay, er hat das Portal geöffnet. Alter, okay. Ich verstehe. Er ist dahin gerannt, hat das Portal geöffnet. Moment, wir sind aber nicht wieder in unserer Zeit zurück. Und ich habe immer noch so den Todescounter da unten. Okay. Oh, warte mal, wir haben... strange, ja. Wir haben das Geld noch. Moment, was ist das denn noch? So, warte mal, das ist die von L. Warum tragen wir eine Steintafel mit uns rum? Okay. Wir haben das Geld. Wir nehmen das Geld mit in jeden neuen Durchlauf. Okay. Okay. Salve, friend. Mind telling me who you are and why you look like you've just taken on a gladiator and lost? Anderer Dialog. Ich bin Alex und wir hatten diese Unterhaltung bereits. I don't think so. I've never seen you before in my life. Ihr seid Galerius und werdet mir gleich anbieten, mich zu Sentius zu bringen, damit er mir mehr über die goldene Regel erzählen kann. Oh, Bacchus, how much did I drink last night? Sorry to have bothered you. Kein Problem, ich muss gehen. And since you seem to be in a hurry, you should try out this device I made. Worked real hard on it. Was, bitte? Seilrutschenlenker. Ein rudimentärer Seilrutschenlenker. Warum sollte mir der jetzt einfach einen Seilrutschenlenker geben? Just attach the pulley to the rope over the lake and hang on to the handles. If it works, it'll be faster than walking. And if it doesn't work,
Worst thing that can happen is you'll take a swim in the lake. I haven't quite summoned the courage to. Ah ja, natürlich, But natürlich. don't worry, it's completely safe. Probably. All right. Okay. See you around. Haben wir gerade eine Art Schnellreise freigeschaltet, ja. Da benutzen, okay. Tatsächlich. Okay. Ja. Mag das nicht. Kann ich mir diesen Todescounter wieder anzeigen lassen irgendwie? Irgendwie nicht, ne? Okay. Glaube, wir gehen dann mal... Hier ist dann auch so... Ne, von der anderen Seite wahrscheinlich, ne? Oh, man kann zoomen. Interessant. Ich glaube, wir gehen mal die Stadt erkunden, ne? Ja. Versuchen wir mal einen Zeitparadox zu erschaffen, um hier wieder wegzukommen. Erstmal nach oben. Münzbeute nehmen. Es gibt Schnellspeichern, sehr schön. Okay, nehmen ist gestattet. Alles klar. Auch wenn das jetzt ein bisschen seltsam ist vielleicht. Letztendlich kommt es an den Zeiten, Freunden Seilrutschen zu schicken. Ja. Seilrutschenlenker, sorry. ja, scheinbar. Muss einfach mit der römischen Art und Weise zusammenhängen. Kann man da rein, scheinbar. Aber das ist, glaube ich, nur die Treppe da, ne? Hey. Guck mal, die haben so eine schöne Mauer hier gebaut. Und dann machen die den Rest hier mit Holzbrettern. Da hat auch einer gesagt, ne? Not my fucking job. Ja, das frage ich mich auch. Aha, guck zu dem hübschen Haus da. Okay. Ich scheine hier durchzufallen. Das scheint für später zu sein, oder? Schmetterlinge machen es recht eindeutig, dass das wichtig ist. Was passiert denn hier unten? Komme ich nicht rein. Zack. Okay, hier ist einfach Ende gerade. Na gut. Oh, oh. Gott, oh Gott, oh Gott. Wir sind, glaube ich, fast tot, ne? Können wir sterben? Was passiert, wenn wir sterben? Ich habe ja vorhin gespeichert gerade. Ich glaube, das ist ein Spiel, wo man sowas ausprobieren muss. Okay. Letzten Speicherstand laden. Alles klar. Also tot ist tot. Okay. Alles klar. Münzbeute nehmen. Achso, gut. Ich dachte gerade schon, warum ist so dunkel, verdammt. Okay. Jetzt so, wir gehen einfach mal hier oben weiter, ne? Ja, ja. Ich will was sehen, verdammt nochmal, danke. Okay. Da sitzt auch eine Statue. Es scheint recht groß zu sein, ne? Nee. Last Save war nicht vor Caesar-Gespräch. Hopp. Ich
glaube, es war keine schlechte Idee, das 25% schneller Rennen-Perk zu nehmen. Ah, wird gespeichert, okay. Ich habe irgendwie große Lust, immer jetzt hier alles zu erkunden, aber nee, das viel versteckt hier nichts. Da sind dann einfach echt undurchsichtige Wände leider. Da geht's runter. Da gehen wir gleich hin. Schauen erstmal hier vorne. Das sieht doch nach einem Tempel aus, oder? Graffiti. Ich habe von oben in Maleos Villa uriniert und bin davon gekommen. Okay, urinieren scheint keine Sünde zu sein. Salve, friend. I'm Octavia. Welcome to life under the Golden Rule. It's a ghastly thing, is it not? How are you faring so far? Mir geht es gut, danke. Ah, another stoic, perhaps. We all need something to help us through times like these. We've all been where you are now. I remember when I first arrived. I used to lay awake at night contemplating the big questions. Why am I here? Is there a way out? What is the Golden Rule, and who or what is responsible for it? I still don't have any of the answers, I'm afraid. I don't think anybody does. But I'm happy to share with you what I've learned. Ich finde das sehr interessant, dass die alle hierher gekommen sind, ne? Und keiner jetzt hier irgendwie geboren ist oder so, ne? Das sind alles Leute, die von außen in diese Stadt gekommen sind. Aber es sind halt in dem Fall dann alles Römer. Das ist eure Geschichte. Here, in this place, the magistrate has me earning my keep by cleaning and pruning the gardens. It's not quite how I expected my life to go. I used to live in a lovely villa on the banks of the Tiber. I was even betrothed to a handsome young man from a prominent family. But long hours of menial labor for the good of the community has its own charms too, I suppose. Wie seid ihr denn hier gelandet dann? Oh, much the same way as many of the others. When the fires came to Rome 7 months ago, my family and I fled for the Tiber, hoping to escape on a barge. We were among the fortunate ones with enough coins for passage, but unfortunately, there were a lot of desperate people, and they boarded before we could depart. A scuffle broke out, and I was pushed overboard. The last thing I remember was the water, rising up to hit my cheekbone. I woke up by the river, near that shrine, and stumbled across this place. Also wie wir auch. Tut mir leid, das zu hören. Oh, that's all right. I'm sure it's all part of God's plan for me. Irgendwie... Mal gucken, ob wir noch mehr Leute finden, die im Fluss waren und in der Nähe des Schreins aufgewacht sind. Der Gott für mich. Gott? Meint ihr nicht Götter? Oh yes, of course. A slip of the tongue. Ich glaube, sie ist Christin, ne? Okay, lass uns über etwas anderes reden. If you like. Wisst ihr, wie man hier rauskommt? I'm afraid not. Although, I did once hear someone gossiping down at Aurelia's tavern about a possible way out. I don't put a lot of stock in such rumors, but if you're desperate and wealthy, you could look into it, I suppose. If that doesn't work, then I suppose we're all stuck here until the gods decide our fate. Danke, ich werde es mir ansehen. I hope it works out. Was haltet ihr denn eigentlich von der goldenen Regel? The many shall suffer for the sins of the one. I think about those words a lot. I'd like to think that if we all love our neighbors as ourselves and do to them as we'd have them do to us, then we'll all be fine. But on the other hand, I was always taught the intent of man's heart is evil from his youth, and that all of us are born with a tendency towards sin. And that's where I get stuck. Is it true? Are we born with a tendency towards sin? Schwierige Frage. So wirkt es auf mich. If that's true, then sooner or later, things are going to end badly for all of us down here. Unless, of course, there's some kind of... Die Frage ist natürlich, wie man böse definiert, ne? Der Mensch ist ja grundsätzlich mit einem Überlebenstrieb ausgestattet, der auch beinhaltet,
Etwas gestohlen, alle Leiden, zeigt dich selbst an. Ja. Aber der menschliche Überlebenstrieb basiert ja auch nochmal darauf, sich über andere drüber zu stellen, ne? Dass es dir halt besser geht als die. Beziehungsweise die eher dran sind als du. Ich glaube, so ist es besser ausgedrückt. Und wenn man das natürlich als böse deklariert, dann ist es so. So. Oh, eine Intervention wird es auf jeden Fall geben. Ja. Oh. I wish I shared your faith. So, also, seid ihr christlich, ja? Please keep that to yourself. I know you're not from around here, but things are very difficult for us right now. There was a terrible fire in Rome last year, and our emperor decided to make us his scapegoats. There were executions. It was horrible. Ja, euer Geheimnis ist bei mir Oh, sicher. thank you. You have no idea how much I appreciate that. Ich werde dann All jetzt mal right, gehen. well, it was lovely to meet you. I look forward to getting to know you better over the coming months. And if you ever... I can't believe this is how it ends. Oh no. No. No, 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 no. Orpheus, what are you doing? Get Gläubig back ist from es there. Sünde. Ja, ja, If you ja, lose ja. your balance, you'll fall. That's the idea. What? Why? Moment. Why would you want that? Why do you think I'm stuck for the rest of my life working for a man who treats me like an animal? I know things are hard for you right now. They're hard for all of us. Selbstmord ist We're all in verboten. this together, Ulpius. Please just think this through. If you do this, it could be the sin that seals all of our fates. Is that what you want? I'm sorry, but I just don't care anymore. Please, Ulpius. Help him. If he goes through with it, it could be the end for us all. I don't know what to do. I've never had to deal with this sort of thing. Please, you need to talk to him. Ja. Ja. Oh, meine Maus. Meine Maus war aus dem Spiel. Nee. Hey? Was ist denn das jetzt? Wenn ich... Oh Gott, das Spiel hat ein paar Bugs. Ich kann keine Antwort auswählen gerade. Sobald ich aus dem... Was ist denn das jetzt? Die speichern. Hörspielstand. Vielleicht war das nicht so schlau. Okay, ich kann... Warte mal. Ihr habt gesehen, das Spiel hat Controller-Unterstützung. Also es hat definitiv ein paar Macken scheinbar. Ah, mit dem Controller geht's. Okay. Glaubt ihr wirklich, dass Selbstmord die goldene Regel? Oh, nein, das wissen wir. Das haben wir gesehen an L. In Ordnung, ich werde mit ihm reden. Thank you. And please, choose your words carefully. Ja, Bios, können wir reden. Let me guess. You're going to lecture me on how suicide is a crime against the Empire. Mhm. Es ist falsch und ihr wisst es. Ja. Don't you think I know that? But why should I care? Weil ihr egoistisch seid. Also ihr seid mir wichtig, ist halt gelogen. Wir haben den vorher noch nie gesehen. Vielleicht könnten wir Freunde sein. Das ist ja vielleicht noch... Ja, komm, gehen wir mal damit. You're just saying that to buy time. Ja, you das must tue ich. think I'm an idiot. I'm out. Scheiße. Wherever you are. Scintilla, my love. I'm sorry. Ulpius, no! Hinweis aktualisiert, okay. I can't believe he went through with it. Oh Lord. That poor lamb. Moment, aber... Ist noch nichts ausgelöst, ne? Sein Selbstmord hat die goldene Regel nicht gebrochen. Was bedeutet das? I suppose it means suicide isn't a sin under the Golden Rule. So I guess that means whichever god is responsible for it. It isn't mine. Ja, okay, ja klar, weil, ja, okay, im christlichen Glauben ist es halt eine Todsünde, ja. Was hat ihr gedacht? Okay, War das meine Schuld? That was not your fault. There's no way you could have given him what he wanted. Ich frage mich, warum der L dann in der Gegenwart am Strick hang und golden war.
Daraufhin hatte ich geschlossen, dass das so ist, aber okay. I'll have to let everyone know what happened. And I guess Malleolus will have to clean up the mess in his villa. It's of his own making, after all. And I'd best pray for poor Ulpius. Okay, jetzt geht meine Maus wieder. Lüster springen, aha. Warum ist da unten Wasser? Okay. Wir speichern mal. Das hat funktioniert. Also er ist hier zwar ins Wasser gesprungen, aber durch die Steine eingebrochen und dadurch sehen wir jetzt, dass hier drunter ein Tunnel ist, oder was? Oder nicht? Aber das... Ist das seine Leiche? Ja, Loot gibt's hier nicht. Ich kann hier leider nichts drücken, ehrlich gesagt. Moment. Was lernen wir denn jetzt bitte daraus, dass der hier unten zwar liegt, aber schon verrottet ist? Hier laufen verschiedene Zeitlinien zusammen, oder was? Bin verwirrt. Können wir hier was klauen? Blüteschale inspizieren. Die lila Karotten sind die Vorgänger der modernen orangefarbenen Karotten. Ja, das ist korrekt. Es ist zweifellos unangenehm, mit so einer schlechten Belüftung zu kochen, aber die Römer halten das wahrscheinlich für ein Problem ihrer Diener. Ja, das ist richtig. Gefüllte Schale. Die lila Karotten sind hier auch schon wieder okay. Wie schön gemacht. Verstehe nicht vielleicht, wie du überlebst. Eine Nachricht. Julia an ihre Geiselnehmer Malerus und Claudia. Verflucht sollt ihr sein. Wenn ihr das hier lest, werde ich bereits tot sein, denn der Tod ist weniger schlimm als ein weiterer Tag in eurer Schuldknechtschaft. Mögen die Geier in Tartos auf ewig eure Eingeweide fressen. Zusammenfassung. Ein Abschiedsgelieb vermutlich an Malerus gerichtet. Ja. Guck mal, es gibt noch hier so einen Lesemodus. Ach Gott, mein Gott, nee. Die war dann wahrscheinlich hier in Anführungszeichen eine Sklavin, ne? Ein Tintenfass aus Keramik. Die Tinte scheint aus Ruß und Wasser hergestellt zu sein. Ja, schön. Ulpius, an seine verlorene Liebe. Möge Gott über dich wachen. Bitte wisse, dass ich so lange durchgehalten habe, wie ich konnte, aber ohne dich ist mein Leben sinnlos. Ich hoffe nur, wir sehen uns im Garten Eden wieder. Ulpius beklagt seine verlorene Liebe. Eine bemalte griechische Vase, die eine Schlacht darstellt. Ist da was drin? Nö. Frag mich, wann wir das erste Mal was finden an so einem Objekt. Wo wir die ja alle untersuchen können. Und ich frage mich auch, was das uns jetzt gebracht hat, dass wir hier reinspringen konnten. Verschlossene Tür, okay. Da waren wir noch nicht drin. Das ist wieder ein Tintenfass. Oh, geht noch hoch. Der ist aber ganz schön motiviert am Üben, der gute Mann. Ein kleiner Holzschrein, in dem die alten Römer täglich um Schutz gebeten haben. So, das hört sich doch auch verschlossen. Schade. Ja, da schluchzt jemand hinter.
Ich glaube, es gibt viele Sachen hier zu sehen. So, guter Mann. Did you just leap into my villa from the balcony 100 feet above? That Yep. was either extremely reckless or impressively clever. Well, why have you risked life and limb to see me? Oh, kommen wir vielleicht sonst gar nicht in diese Villa rein? Ich glaube, das könnte es sein, ne? Dass wir ohne den Sprung nicht in diese Villa kommen. Okay, was ist eure Geschichte? I'm Malleolus, and if it wasn't for this interruption, I'd be practicing my victory speech for the election later today. Die Opposition. Okay. Was werdet ihr unternehmen, wenn ihr gewinnen solltet? I'm glad you asked. I'll finally restore freedom to this city, just as I've been promising. These good people have suffered long enough under Sentius' tyranny. Okay. Und wie soll das funktionieren? By declaring there's no such thing as the Golden Rule. It's a children's fable exploited by Sentius to frighten us into submission. Wait, don't tell me you've fallen victim to that monstrous lie? Ja. Ja, sie ist definitiv real. Nonsense. There's no way you can prove that. If it was real and you'd seen someone break it, then you'd be dead already. Ich erlebe den Tag wieder und wieder. Die goldene Regel wird jedes Mal gebrochen. Ja. Das ist nötig. Bücher, Notizen. Wenn ich es nicht beweisen kann, wenn ich recht habe, wird dieses Wissen eine Katastrophe abwenden. Wenn ich falsch liege, wird es die Stadt zu einem besseren Ort machen. Ist das nicht eine gute Sache? Ja, komm, wir fangen mal an. Ich weiß nicht, ob wir nur eins auswählen. Ich nehme mal das erste. What? Oh, I see what's happening here. Another poor, vulnerable soul taken in by Sentius' machinations. He won't get away with this much longer. Ja, was ist denn nötig, um es euch zu beweisen? Surely, you're not one of those people who believes everything you read. As if a lie could be transformed into the truth by the simple act of writing it down. Der hat übrigens 2 verschiedene Augenfarben, der gute Mann, ne? Jo, auch wenn ich es nicht beweisen kann. I disagree. I'll be guided by what is best for the city's people, and that means giving them the freedom to do as they wish. Wie ist sehr witzig, was ich sage. Ja, True, but that is simply because you are mistaken. Ja. Okay, einen Weg finden, ihn zu überzeugen. Wisst ihr, wie man hier rauskommt? I'm afraid not. We're stuck down here together, for better or worse. We're all going to have to make the best of it. You mean the children's fable, exploited by Sentius to scare us all into doing what he wants? Ja, genau das. Na ja, gut. Ich gehe da mal. You can see yourself out. Through the door this time. There's a key just beside it. Ah, dankeschön. Gucken wir uns mal noch eben kurz in deinem Garten um, wenn ich schon hier bin. Das ist dort. Okay, wir sind von da oben runtergesprungen. Wir wollen zwar so ein bisschen versuchen, hier zu orientieren. Da gibt's nichts, ne? Still here? Ja, ich gehe sofort. Bin schon weg. Da ist der Schlüssel. Ja, Gegenstand nehmen. Den müssten wir jetzt auch behalten, ne? Kann ich damit oben die Tür aufmachen? Moment. Untersuchen. Eine Skulptur der Minerva, der römischen Göttin der Strategie. Nichts Besonderes dran. Ah, ich konnte die Tür damit aufschließen. Perfekt. I'm not supposed to be in here. Bin ich aber. Ich weiß, wo bewahrt ihr eure Wertsachen auf? Nee, nein, können wir reden. Talk. What business could you possibly have with me? Warum seid ihr hier eingesperrt? My marital affairs are no concern of yours. Ah, Thank die you Frau. very much. Okay.
Was ist eure Geschichte? I think a better question is, why am I being interrogated by a stranger who just barged into my villa? I have quite enough marriage trouble already, without having to explain to my husband why I am receiving strange men in private. Ja. Wisst ihr, wie man hier rauskommt? Preferably the way you came in, by which I mean, please leave. Was haltet ihr von der goldenen Regel? I think it's about to be broken if you don't hurry up and leave. Okay. Finally. This is Alles klar. outrageous. Irgendwas Tolles hier drin. Eine Skulptur von Ares, dem griechischen Gott des Krieges, unter den Römern als Mars bekannt. Jawohl. Und das ist nochmal Minerva. Auch da ist nichts Besonderes. Wir könnten wieder stehlen. Okay, sollen wir das einfach machen? Wir stehlen hier und starten den Durchgang von vorne. Warum eigentlich nicht, oder? Nur einen neuen Speicherstand. Ich weiß nicht, ob ich mit dem Geld überhaupt irgendwas anfangen kann. Wir probieren es einfach. The many shall suffer for the sins of the one. Ja. Okay, hier sind wir. Alles klar. Das geht ja. Von hier aus kann man gut zurück. Da läuft er gerade und wird gleich sterben. Na, mach schon. Oh, Alter. Okay. Bin sehr gespannt, ob ich mit dem Zeug was anfangen kann. Okay. Kein Bock mit hin zu... Ah, ich muss mit ihm reden, okay. Salve, friend. I'm Galerius. Mind telling me who you are and what you were doing in the Shrine of Proserpina? Okay, ich bin Alex und komme aus der Zukunft. No idea what you're talking about. Oh, wait. Are you a bit, you know, not right in the head? That's all right, friend. Everyone's welcome here. Danke, schätze But ich. listen, most folks seem a bit confused when they get here, but you seem very lost, and in more ways than one. So let me make this nice and simple for you. Live by our law here, and we'll all get along just fine. Macht euch keine Sorgen um mich, ich weiß, was ich tue, All ja. right, friend. Suit yourself. Just don't do anything too reckless till you've spoken with Magistrate Sentius in his villa down there. See you around. Okay. Ich finde es sehr nett, dass man nicht immer den exakt selben Dialog mit ihm hat. Vielleicht dient das Neustarten zu etwas anderem. Ja, vielleicht. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. So, wir versuchen mal uns an dem Selbstmord nochmal, ne? Mal gucken, was wir da machen können. Das war doch jetzt ein Questziel, ne? Nee, das ist... Oh, das haben wir jetzt auch. Finde einen Weg, Malerius aus der Wahl aussteigen zu lassen. Okay. Herausfinden, wie man Ulpius davon abhalten kann, sich umzubringen. Frage Ulpius, wie Sentila seinen Selbstmord finden würde. Okay. Wir probieren mal. Ja, ich kann nicht hören. Diese Stimme wird mit Sicherheit auch nochmal wichtig werden. Okay, wir sind wieder da. Kann ich vielleicht vorher mal hier oben in den Tempel? Ja, das Geld Unsinn. Ja, keine Ahnung. Große Tempeltür verschlossen. Könnte durchaus sein, dass es mit dem Geld einfach Blödsinn ist, das zu klauen. Salve, Aber ja. friend. I'm Octavia.
Welcome to life under the golden rule. It's a ghastly thing, is it not? Red wieder direkt How are mit you ihr. faring so far? Nun, ich muss dringend mit Ulpius All right, sprechen. well, it was lovely to meet you. I look forward to getting to know you better over the coming months. And if you ever... I can't believe this is how it ends. Ach komm, scheiße. Oh, no. No. Ulpius, what are you doing? Get back from there. If you lose your balance, you'll fall. That's the idea. Das ist der Plan. What? Why? Why would you want that? Why do you think I'm stuck for the rest of my life working for a man who treats me like an animal? I know things are hard for you right now. They're hard for all of us. We're all in this together, Ulpius. Please just think this through. If you do this, it could be the sin that seals all of our fates. Is that what you want? I'm sorry, but I just don't care anymore. Please, Ulpius. Help him. Egoistisch, ja. If he goes through with it, it could be the end for us all. I don't know what to do. I've never had to deal with this sort of thing. Please, you need to talk to him. Ja. Okay, ich habe grundsätzlich in diesem Dialog keine Maus. Sehr gut. Gut, dass ich einen Controller immer angeschlossen habe. Ja, ich werde mit ihm reden. Thank you. And please, choose your words carefully. Ja, machen wir. Guck mal, ja, wir haben jetzt die neue Dialogoption hier. Okay, ist es das, was Sentila wollen würde? You know about that? Ja, wir haben den How Brief is gelesen. that possible? I mean, I've never mentioned it to anyone. Ihr würdet mir nicht glauben, wenn ich es euch sagen würde. Well, if you say so. You don't understand. I don't want to hurt anyone. I just want it all to be over. Leicht kann ich euer Problem lösen. It's too late for that. Yulia and I made a pact. And she's already swallowed hemlock this morning. If I backed out now, I'd be betraying her. I can't do that. Sehe ich das richtig, dass man alles perfekt hinbekommen muss in einem Durchgang? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Also wahrscheinlich wirst du... Ich gehe mal davon aus, dass es mehrere Leute gibt, die Sünden begehen, ne? Und die du alle aufhalten musst. Mit Sicherheit. Und definitiv werden wir ja auch die Wahl aufhalten müssen und sowas, ja. Also könnte durchaus sein, ja. Was, wenn ich euch helfen kann? No. No. Time's up. I am out. Wherever you are. Sentilla, my love. I'm sorry. Ulpius, no! I can't believe he went through with it. Ich habe das Gefühl, wir müssen noch ein bisschen was rausfinden. Poor lamb. Ja, die gute Frau, die da angeblich auch heute Morgen Selbstmord begangen hat, ne? Vielleicht ist dem ja nicht so. Was I'll have passiert to let jetzt? everyone know Ja. what happened. And I guess Malleolus will have to clean up the mess in his villa. It's of his own making. Ah, daher kam auch der Satz, er ist selber schuld dran an das... Ah, weil er seine Diener so scheiße behandelt hat. Okay. Ja. Leben die noch da drinne? Leben die da drinnen noch? Bitte nicht. Ach du Scheiße. Wie können wir den Test bestehen, wenn wir die Regeln nicht kennen? Ja, sehr gute Frage. Okay. Haben sie aber schön dahingestellt, ne? Hier vorne waren Treppen, hatten wir schon gesehen. Okay, einfach eine verschlossene Tür. Diesmal ist kein Schlüssel daneben. Merken. Okay. Klau macht die Arme lebendig. Ja, aber wirklich. Ihn würden wir auch wieder lebendig machen.
Das ist eigentlich immer sehr gut, ne? Wir machen alle wieder lebendig. Da ist nichts da unten dann mehr. Okay. Das scheint so das eine Ende... Guck mal, da ist noch Himmel zu sehen hier. Ja klar, ich habe mich ich habe mich ehrlich gesagt bis jetzt noch gar nicht gewundert, warum hier unten die Sonne scheint. In der Gegenwart war es hier stockfinster drin. Noch die Taschenlampe, ne? Ja. Oh, sollte ich die mal vielleicht irgendjemand zeigen? Fällt mir mal gerade so auf. Die werden sich doch alle wundern, was eine Taschenlampe ist. Jo. Hier, da, Hilfe. Versuch's. Alte Truhe. Da steht nicht stehlen. Okay, durfte ich machen. Also, es ist teilweise ein bisschen komisch, was Sünde ist und was nicht, ne? Also, die Truhe wird ja irgendjemand gehören, definitiv. Wie viel haben wir jetzt eigentlich? 3000. Also die 2000, die da in der Truhe waren, das hat sich, glaube ich, gelohnt, die schon mitzunehmen, wenn man das Geld für irgendwas gebrauchen kann, natürlich, ne? Sucht einen Bogen. What? Okay, ja, die sind nicht so tot, wie sie erscheinen. Ich schließe mich ein, versucht nicht mir zu folgen, daraus kann nichts Gutes entstehen. Auf dem Scheiterhaufen zeigt die Lampe. Ja, aber wirklich. Fiederter Pfeil, 10. Ja, okay, hier ist halt irgendjemand drin, hat sich eingesperrt. Aber ich kann nicht mit demjenigen reden. Das fand ich gerade echt scheiße gruselig mit dem Ding. Damit habe ich nicht gerechnet, dass sich die Statue so einfach bewegt dann. Okay. Ist das dann hier der Tempel oder was? Ach ja, es gibt keine Karte oder irgendwas, ne? Hinter verschlossen. Ach nee, der Palast, nicht der Tempel. So rum. Vordertür ist verriegelt, muss einen anderen Weg hineingeben. Okay, hier war nichts, ne? Nee. Da hoch vielleicht hier irgendwo? Ich dachte ja vielleicht hier rüber, aber es geht nicht. Dann, also man kommt da rein, da führt ja auch ein Seil raus, ne? Aber, oh, hier, da, über die Schmetterlinge. Okay, das schalten wir dann scheinbar noch frei. Moment. Taschenlampe? Nee. Okay. Wäre zu einfach gewesen. Okay, ja, sehr gerne. Ein Springbrunnen, der frisches Wasser produziert. Aber woher könnte das Wasser kommen? Naja, daher. Die uns vorher schon angeguckt. Oh, jetzt keiner Statue mehr hier. Hier. Jetzt ein bisschen verwinkelt. Schauen wir mal. Oh. Das Scheißhaus, ne? Der einzige Ausweg ist, wer immer das geschrieben hat, wurde überraschenderweise unterbrochen, vielleicht auf tragische Weise. Okay. So rum. Öffentliche Gemeinschaftstoiletten. Diese Löcher sind wohl für die Verwendung mit dem Schwamm an den Stock gedacht. Stock mit Schwamm. Ein kleiner Stock mit einem angebrachten Schwamm. Die Römer haben ihn wohl anstatt von Klopapier benutzt. Er scheint gemeinschaftlich benutzt worden zu sein. Ihr solltet ihn wohl besser sofort zurücklegen.
Ja, machen wir mal. Oh Gott. Ja, und dem hat der Blitz beim Scheißen getroffen, ne? Der arme Kerl. Aber er hatte seine Hose dabei noch an. Vergesst nie, dass sie alles beobachten. Also auch damals hat man schon Graffiti an Scheißhauswände geschmiert, ja? Theophilus vollzog hier eine Orgie mit 4 Frauen, enttäuschte alle gleichermaßen. Oh Gott. Oh. Okay, wir gehen lieber. Ah. Scheiße. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Superla. Ich hab den Münzbeutel gesehen, den wollte ich haben. Wo geht's hier wieder hin? Ich traue dem Spiel halt zu, doch irgendwo Sachen versteckt zu haben, wie diesen kleinen Münzbeutel da gerade, ne? Oh. Ich glaub, jetzt haben wir Blödsinn gemacht. Dein Gesicht ist auch verdeckt. Neuer Hinweis, Eindringling. Okay. Tipp. Warte mal. Tipp. Dadurch wird die neue Quest priorisiert und nur die Zielmarkierungen werden angezeigt. Okay. Wie? Ich habe keine Waffe. None of us do. The magistrate made us throw them all into the chasm. So now this man's bow is the only one in the city. You just have to improvise. Er hat den Bogen, okay. Dann werde ich sehen, was ich tun kann. Thank you. He's still in there, somewhere. I have to hide. Find me in this empty shrine when it's over. Habt ihr das gehört? Hear what? Ich hörte eine Stimme, die flüsterte Nein. What? We don't have time for this. I have to go. Vergesst es, ich weiß nicht, warum ich das gesagt habe. Okay. Kamera ist gerade. Fabia, no! Oh God, she's dead. Did anyone see that? The whole shrine just collapsed on her. Oh, Fabia, why did you have to go in there? Poor sweet girl. Ich glaube, das ist unser nächstes Rätsel. I can't believe she is dead. Fabia, I mean. She walked into that empty shrine, and the next moment she is lying dead under a pile of rubble. The gods are cruel and unjust. She was like a daughter to me. I'm sorry, friend. It's not right for me to lay my burden upon you. Okay. Warte mal kurz. Was, wenn ich ihm die Taschenlampe zeige? Okay, er reagiert nicht. Er ist in tiefer Trauer. Warnung! Achtung, der Schrein kann jeden Moment einstürzen. Das ist wohl passiert. Durchsuchen. Laib Brot. Ein runder Brotleib, der in einzelne Stücke geteilt werden kann. Er steht offenbar jedem frei zur Verfügung, der möchte. Mit einem Seil drumherum. Okay. Gegenstand nehmen. Wir haben jetzt ein Brot. Wenn wir immer wieder die Durchgänge machen, können wir hier Brotvermehrung machen. Die Leute müssten nie wieder hungern, ne? Er sieht durch ihre Augen. Okay. Meint die Übersetzung jetzt ihre oder meine? Ich habe jetzt gerade das Englische nicht ganz verstanden. Akustisch. Eine griechische Skulptur des Kopfes eines Jungen. Eine Skulptur eines unbekannten griechischen Generals. Sein Helm wurde ihm vom Kopf entfernt. Eine bemalte griechische Vase, ja. Nichts drin. Okay.
Eine griechische Statue, wahrscheinlich von der Göttin, der dieser Tempel gewidmet wurde. Vielleicht weiß ein griechischer Einwohner mehr über sie. Okay. Oh. Aha. Jetzt wäre hier vor kurzem jemand lang gegangen. Okay. Wir haben was gefunden. Die Lampe, Vase nochmal. Hier war drinne. Frage mich, ob wir jemals eine Vase finden werden, wo was drin ist. Okay, Ladebildschirm. Warum auch immer. Die bröckelnde griechische Statue einer Frau. Sie steht hier offenbar seit sehr langer Zeit. Ja, stehen ist, ja, so semi, ne? Okay. Und jemand hat hier auf jeden Fall wieder Feuer gemacht. Eine Leier. Eine griechische Leier, die mit einem Plektrum gespielt wird. Okay. Das ist eine neue, das ist die Plektrumskanten. Interessant. Da auch wieder. Warte mal. Hier noch ein bisschen was gelagert in dieser Höhle, ne? Aber auch nicht wieder so viel. Was soll das? Warum steht hier eine Vase da so alleine rum zum Beispiel, ne? Macht doch keinen Sinn. Okay. Ganz schön langer Gang, ehrlich gesagt. Wo landen wir denn jetzt hier? Aha. Speicher mal. Okay, das Wasser sieht sehr gruselig aus. Sind das Fackeln? Was zum Teufel hat er sich hier gebaut? Warum beleuchtet er ständig alles hier? Ah, a visitor. Welcome. May I ask your name? Ja, ich bin Alex. It's a sincere pleasure to meet you. Tell me, what brings you all the way down here? Ich habe diesen Ort durch Zufall gefunden, ja. Then perhaps the fates brought you here to learn the secrets of this place. I will tell you everything I know, but first, a request. I've been living down here alone for many years, with nobody to talk to but myself. The one thing I long for above all else before I die is a good philosophical argument with somebody astute. I'm hoping that person is you. Let us find out with this simple question. Have you deduced the name of the god responsible for the Golden Rule? Nein, haben wir nicht. Sehe gerade Titel von Stream, mein Tipp Subnautica, Top Stream steht und liebstes Singleplayer-Game, also nebenbei. Ja, ich habe Subnautica und Subnautica Below Zero beide gespielt. Ich kann das definitiv bestätigen. Was ich demnächst tatsächlich mal ausprobieren werde, ist Planet Crafter. Falls du davon schon mal was gehört hast. Ist, also wenn man sich's anguckt, es ist Subnautica in einem anderen Gewand wieder. Hoffe ich zumindest, dass es so ist. Also es sah halt sehr ähnlich aus. Ist jetzt gerade rausgekommen. Ich muss mal gucken. Vielleicht mal so ein paar Wochen warten, dass die ersten Patches raus sind und dann kann man sich das mal angucken. Okay. Ja, wir wissen noch nicht, welcher Gott das ist. Leider nein. You have much to learn. It's best if you figure it out on your own. Come back once you've made progress.
Mir wäre es lieber, wenn ihr es mir verraten würdet. Okay, ist hier Noobs bei Samsung. Hey! Ich hoffe, du meinst mit Noobs Leute, die das Spiel noch nicht gespielt haben. Ja, aber ich kann es nachvollziehen. Das ist sehr, sehr schön, da das langsam zu entdecken, das Spiel. Ja. Das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Then you should speak with your contemporaries in the city above. Ask them about their stories and see if you detect a pattern of some sort. It is best if you come to this realization for yourself. You would never believe me if I told you. Okay. Okay, gespannt auf Planet Crafter, ja. Ah, ja. So, okay. Hier müssen wir also später zurückkehren, scheinbar, wenn wir mehr rausgefunden haben. Trotzdem, wie können wir uns hier noch umschauen? Moment. Da ist auf jeden Fall noch eine Tür. Ah, you've returned. Ja, nee, nicht wirklich. Badewanne. Eine große Wanne, die an ein ziemlich exzentrisches Bett umgebaut worden ist. Mhm. Also, ich muss mal ganz ehrlich sagen, da drin schlafen sehe ich nicht. Also so gar nicht. Naja. Ich schätze mal, hier wird er uns irgendwann dann reinlassen, ne? Macht die Tür komische Geräusche. Ich schätze, dafür werden wir den Schlüssel bekommen, wenn wir soweit sind und seine Fragen beantworten können. Ja. Nein. Du bist ganz schön vergesslich. Ich bin die ganze Zeit hier gewesen. Okay. Und hier geht's einfach schnell wieder zurück. Okay. Dass man nicht so lange wieder latschen muss. Na gut. Und da kommt wieder Ladebildschirm. Das ging schneller diesmal. Okay. Ja, was haben wir hier? Die vielen werden für die Sünden des einen leiden mehr. Oh, warte mal. Das ist der... Stimmt. So haben wir in der Gegenwart die Stadt betreten. Mhm. Ich finde es übrigens cool, dass er rückwärts sehr, sehr langsam geht. Also ich kann gerade nicht schneller rückwärts. Doch, ich kann noch Rennen drücken, aber das ist auch nicht sonderlich schnell. Sehr interessant, habe ich so noch nicht erlebt, die Mechanik. Ah. Stop right there. I'm looking for Tiberius Quinctius Crispus, otherwise known as Quinctius. Do you know where he is? Nee, den kennen wir nicht. I'm not sure I believe that, so allow me to explain something to you. I am here with orders from Emperor Nero himself to find and execute the cultist Quinctius for terrible crimes against the Empire. So, if you tell me the truth, I will allow you to live. But if you lie to me or otherwise obstruct the Emperor's business in any way, I will put this arrow through your chest. Is that understood? Ich schwöre, ich habe nicht gelogen. You are not off to a good start. When I ask you a question, I expect an answer. Is that understood? Ja. Thank you. Now tell me, who are you people and what is this place? Also, er hat keine Ahnung von irgendwas, ne? Wir sind nur eine kleine Gemeinschaft von Fremden. Ja. A small community. I was told Quinctius was a cultist, but I never thought he'd be foolish enough to lead me right to the heart of his mystery cult. 25% Boost nur nach vorne, normal immer so lahm. Ja, 25% Boost nach vorne. Und ich glaube, das war eine gute Wahl, das zu nehmen.
Ja. Moment, ihr irrt euch. Was ist ein mysteriöser Kult? Oh, don't play coy with me. I don't care if you're worshipping Bacchus, Magna Mater, or Christ. You lot are all the same to me. Always sneaking off to your secret sanctuaries, indoctrinating each other with your little mantras. The Emperor may have tolerated your activities up until now, but after what Quintius did, those days are numbered. Ihr irrt euch, wir sind keine Kultisten. You say that, but if you're not a cult, then why go to such great lengths to keep this place a secret? Wir halten es nicht geheim, wir sind hier gefangen. So you admit you're not allowed to leave. Das Problem ist nicht, dass wir nicht gehen dürfen. Wir können nicht. Es gibt keinen Weg hier raus, ja. Threatening me is not going to help you. But in any case, that sounds an awful lot like a cult to me. And I saw the inscription saying, ja, das ist der einzige mit Waffe. I take it this is some kind of mantra you all believe? Nein. Wir lügen. Wir lügen mal. Another lie. So you really do believe that? Fascinating. You've clearly been indoctrinated into this nonsense. Now tell me, where did you lot get enough gold to make all these statues? Ja, es waren einst Menschen, die zur Strafe in Goldstatuen verwandelt wurden. Practicing human sacrifice too. You people disgust me. Ja, ihr verdreht meine Worte. Yes, yes, because I'm the real villain here. Das habe ich nicht gesagt. The secret sanctuary, the indoctrination, the mantra, the human sacrifice. You're cultists. There's no doubt in my mind. What baffles me is how a person can believe in something with such zeal. They just can't see what they've become. However, you still have a chance to redeem yourself by telling me where Quintius is. Do not waste it. Okay, ich glaube, er schießt uns wirklich in die Brust, oder? Wenn wir nicht auf seine Forderungen... Weiß nicht, wer oder wo er ist. Was könnt ihr mir über Quintius erzählen? Ja, super. Scheiße. Was könnt ihr mir über ihn erzählen? Very well. Here's what I know. He's a 40 to 50-year-old man with distinctive eyes, one green and one blue. Okay. He's also known to have delusions. Dann wissen wir, wer es ist. The Emperor says he and his cult, your cult, are responsible for starting the fire which burnt half of Rome to the ground and killed thousands in the process. Woher wisst ihr das? All I know, all I care about, is that the Emperor believes he is guilty and wants him dead. The details are not my concern. This is your last chance. Are you going to tell me where he is or not? Also um ehrlich zu sein, ich habe halt keinen Bock, den Pfeil in die Brust zu kriegen, ne? Und also, da ich den Durchgang ja immer neu starten lassen kann. Ah, Moment, das wird dann Mord, ne? Das heißt, wir sollten rennen. Suddenly it's all coming back to you. Wir sollten dann rennen. Ja, er ist in seiner Villa, gleich am Ende dieser Straße. Er nennt sich jetzt Malerius. Thank you. For your service to the Empire, I'll let you live for now. But you best make sure our paths don't cross again. Okay, wir gehen mal schnell Richtung Ausgang schon mal, ne? Was doch auf David Bowie die Beschreibung. Ach, hier ist der Markt. Warte mal, ich kann ja jetzt nochmal schnell speichern. Weil warum sollten wir jetzt nicht irgendwie was klauen, ne? Also, die ist verschlossen. Ihr hört durch ihre Ohren zu. Wer? Kann ich den spielen? Nee. Das wollte ich gerade wie in Skyrim. Ja, hi.
Hält jetzt die Zeit an oder wird gleich irgendwas passieren? Wir gucken mal. Was ist eure Geschichte? How did I end up here? That is a lengthy tale. Ich höre. All right. Well, you see, I'm in the business of procuring rare and precious objects liberated from the enemies of Rome. Mostly sculptures, vases, the occasional slave, fetch a magnificent price in Roman high society. Had myself a nice little shop in Rome just off the Forum. Lots of foot traffic and close to the docks. Good place to be when the fires broke out. See, about 7 months ago, half of Rome caught on fire. Everyone who couldn't Ach, get to David Bowie hat auch so Augen. Okay, alles klar. Nee, wusste ich tatsächlich nicht. So I gathered my coins and some priceless vases into a cart and had my most loyal slave girl, pretty young thing named Acantha, push it for me. The many shall suffer for the sins of the one. Es ist passiert. Da wird sich der gute Attentäter jetzt aber wundern, ne? Au, ouch. Okay, wir sind da. Bitte, bitte, bitte. Wir wollen weg. Dankeschön. Okay. Tippe X. Okay. Wofür X? Warte mal, hier für Westfolgen? Nee. Dann habe ich es nicht gelesen, gerade richtig. So, mein Freund. Salve, friend. I'm Galerius. Mind telling me who you are and what you were doing in the Shrine of Proserpina? Ja komm, haben wir schon mal. Ich bin aus der Zukunft. No idea what you're talking. You know. Ja, okay. Oh, warte mal, das können wir noch im Ernst. Welches Datum haben wir heute? We sort of lose track of the date down here, but it feels like the beginning of spring to me, so I'd say early March. Welches Jahr? It's 817 AUC. Sorry, you look confused. 817 years since the founding of Rome. Which part of the empire are you from exactly? Es hilft mir nicht. Ist das vor oder nach Christi Geburt? Not so loud. Just saying that name could land you in trouble here. If you haven't heard, his cultists burned down half of Rome last year. Horrible business. Oh gosh. I heard Nero executed some of them, but a lot of people are still angry with them, even down here. So, if you're one of them, keep it to yourself. But listen, most folks seem a bit confused when Ja they gut, get das hatten wir schon mal. Live by owl? Ja. Weiß ich. Alright, friend. Okay. Nuclear P-Set. Einen wunderschönen guten Abend. Freut mich, dass du auch mal wieder vorbeischaust. Hoffe, geht gut. Wir sind im antiken Rom unterwegs. Und erleben ein paar Zeitschleifen. Ich weiß nicht, ob du das Spiel kennst. So, gehen wir mal. Ich habe was anderes erwartet. Ich dachte, es wäre eine Kneipe hier. Aber das sieht nach einem Bordell aus, ne? Okay, Galerius als Magistrat. Kontert mir, ich würde lieber auch Hele Spezialbrühe trinken. Okay. So hat sie nach Rom verschlagen. Scheint schon Asterix getroffen. Nee. Also ich fasse mal kurz zusammen. The 49 melodies fetch again with incessant labor. The water they have lost. Aha. Natürlich. Also das hier ist irgendwie eine im Berg gelebende, vergessene römische Siedlung. Oder eigentlich schon eher vormals. Ja, David Bowie haben wir getroffen, genau. Allerdings auch irgendwie griechisch. Haben wir auch schon griechische Statuen gefunden und so einen Scheiß. Und wer in dieser Stadt eine Sünde begeht, sorgt dafür, dass alle Menschen hier hingerichtet werden von den Göttern. Und zwar erwachen diese goldenen Statuen dann zu leben und verwandeln alle anderen Bewohner in goldene Statuen. Und wir hängen irgendwie in einer Zeitschleife weg und müssen dafür sorgen, dass hier niemand eine Sünde begeht. Und momentan begehen wir sie meistens selber. Ja.
Okay. Ah, der Prototyp. Ja, er hat an einem Prototyp eine Seilrutsche gearbeitet. Jawohl. Nein, wir stehlen nicht die 7. Ich habe keinen Bock, dass wir schon wieder neu starten. So. Mein Leben war kompliziert, wie die 7 Arbeiten des Herkules. Ein Weise besiegt und versklavt, aber ich würde alles gerne wieder erleiden. Denn jeder Verlust, jede Wunde und jede Tragödie brachte mich zu euch. Strahlend wie Roms heilige Flamme nährt eure helle Wärme meine Seele. Ich weiß, ich kann euch niemals berühren, nur um fest das Flamme zu erhalten. Aber euch von Weitem zu beobachten und zu lieben, in euren Strahlen zu baden, ist mir genug. Ein Liebesgedicht an nicht näher spezifizierte Frau. Wieder ein Zeitschleifenspiel. Interessant. Ja. Ich habe es am Anfang schon mal erwähnt. Ich habe darüber in einem Game-Podcast gehört, dass das tatsächlich ein Geheimtipp ist aus dem letzten Jahr. Und durch Zufall hatte ich das im Game Pass drin. Und dann dachte ich mir, los geht's. Cerberus lifts his triple head and lets out his threefold braying. Livia, would you stop muttering like Medea over a cauldron? You'll scare away my customers. They follow their trades, imitating their previous lives, but they are ignorant. Listen, you're in a world of your own, aren't you? So, erzähl mal ein Just bisschen as was. the ocean accepts the rivers of all the world, so this place accepts all the souls. But it does not notice the crowds that come. Okay. The bloodless shadows wander without flesh or bone. Some crowd the forum, some the house of the ruler of the depths. Others follow their trades, imitating their previous lives. Tja. Was? Vielleicht sollte ich nur alle paar Wochen für ein paar Minuten reinschauen und nachfragen, wie du was du in der Zwischenzeit gezockt hast. Okay. Will die uns jetzt gerade sagen, es gibt 2 große Parteien hier und die restlichen versuchen irgendwie so einfach ihr Handwerk? Sollen wir Tipps abzuholen? Ah, verstehe. Ja. Ich glaube, das wäre dann auch was für dich, ne? Okay. So. Tut mir leid, ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. They never do. Oh. Wisst ihr, wie man hier rauskommt? There is only a downward path, gloomy with fatal yew trees. It leads through dumb silence to the infernal regions. Ja. Braucht ihr Hilfe? Help me? You cannot help me. I have seen things. A pattern, a terrible pattern. It is better for you if you remain ignorant. Pandora's box must stay closed. I'll say no more. Okay. Herausfinden, warum Livia sich seltsam verhält, ja. Ja, wenn ich sehr geile Mystery-Spiele habe, kann ich dir das gerne mal sagen. Habe ich tatsächlich in letzter Zeit nicht so gehabt. Deswegen bin ich wieder ganz begeistert von dem hier gerade. Was haltet ihr von der goldenen Regel? The bloodless shadows. This is their punishment. Okay, in Ordnung. Ja, ich werde dann mal gehen. Arrived are ignorant of the road before them. Mhm. Bleib mal in deiner eigenen Welt. Ich glaube, die weiß mehr, als uns sagen will. Priesterin, okay. Soll sie die Priesterin sein? Modellarena. Ein Holzmodell einer römischen Arena, liebevoll gefertigt von jemandem, der die Außenwelt vermisst. Ja, verstehe. Nee, 69 ist nicht genug, um zu sagen, wir starten wieder einen neuen Durchgang. Nee.
Das ist ein Blut. Ist das ein blutiges Laken? Aber wir können es nicht untersuchen. Schlüssel für die Truhe im Apollo-Schrein. Das wird doch Diebstahl sein, wenn ich den jetzt nehme, ne? Nein? Okay. Warum war das jetzt kein Diebstahl? Der hat Sinn erzählt. Das dürfen wir halt nicht, ne? Schlüssel nehmen, okay. Geld nehmen, nicht okay. Finde ich super. Einfach als Regal. Als Regal missbraucht. Gott, ey. Wenn die Leute wüssten, dass die doch da drin stecken, ey. Eine Flasche. Garum, eine fermentierte Fischsoße, die als Würzmittel verwendet wird. Sie verströmt ein schwaches, salziges Aroma. Uns ausschütten? Nein. Aber schön, ne? Mit den Fischchen da drauf. Ja. Kräuterständer. Ein Holzgestell, das verschiedene getrocknete und gemahlene Substanzen enthält. Mhm. Okay, auch zu wenig. Schreien haben wir schon mal untersucht. Klar, wir könnten jetzt hier einen Run machen und das ganze Geld stehlen, aber wofür? Ich weiß ja noch niemals, wofür ich es brauche, ne? Und ob ich es überhaupt brauche. Eine Puppe. Eine gewöhnliche Puppe sieht aus, als hätte ihr Besitzer sie geliebt. Ja. Ein schmutziger, überriechender Schlafmatte von jemandem, der in Armut lebt. Mhm. Es ist schon, krass hier, ehrlich gesagt, ne? Also, wenn man sich mal überlegt, das ist ja jetzt wirklich so eine Art Armenviertel und da draußen leben die Herrschaften in ihrem Luxus allein, ne? Hässlich wie ihn. So, Galerius lebt in Quita mit dem gültigen Gegenargument. Treibt Unzucht mit ihr und wir sterben alle. Ah, das ist aber nett. Danke. You, Tantalus, cannot catch the drops of water, and the tree you grasp at eludes you. Ja. Genau. Warte mal, was sagst du denn eigentlich zu meiner Taschenlampe? Gar nichts. Just as the ocean accepts the rivers of all the world, so this place accepts all the souls. But it does not notice. Ja, das hatten wir schon. Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen... Also das ist das Erste, was ich richtig, richtig schade finde, dass sie nicht auf meine Taschenlampe reagieren. Als ob die das alle schon mal gesehen haben. So, sieht aus, als hätte Domitius sie zum Trainieren benutzt. Ich frage mich, wofür er trainiert hat. Eine grobe Keramische voller Urin. Vielleicht hebt sie ihn für etwas auf, zum Beispiel zum Bleichen von Kleidung. Okay. Ein Würfelturm. Veni vidi vici. Ein Würfelturm aus Metall, dafür gedacht ist, Leute beim Würfeln vom Schummeln abzuhalten. Schummeln ist anscheinend ein Problem unter Römern. Ah, interessant. Daher kommt die Idee, okay. Ich kenne ehrlich gesagt Würfelturme nur von Tabletop. Theophilus verzog hier eine Orgie mit 4 Frauen und enttäuschte sie aller gleichermaßen. Selbe Spruch wie auf dem Klo. Nein. Ist auf jeden Fall nicht beliebt, der gute Mann. Okay, hier geht's weiter. Moment, wir gucken mal eben erst hier alle Gebäude ab. Okay, das sind die lila Karotten. Da ist nochmal ein Würfelturm. Also so ein paar Assets haben sie halt wieder verwendet, ne? Ah, gut. Finde ich schlimm. Tavernenfässchen. Ein großes hölzernes Bierfass mit eingebauten Becherhalterung. Das finde ich eine verdammt schmeichelhafte Idee, sowas. Sehr geil. Ah, so. Das ist auch wieder so eine Flasche. War nur ein paar... Oh. Ein antiker römischer Kavalleriehelm mit geschlossener Gesichtsmaske und Federn aus gefärbtem Federhaar. Okay. Ein antikes römisches Beschild, bemalt als Skulptum. Bekannt als Skulptum, so.
Okay, und ein Banner. Ein Legionärsbanner der 1. Legion Italica. Der gehörte bestimmt Horatius. Okay. Ja. Unvollständige Nachricht. Dies ist eure letzte Warnung, Sünder. Eine unvollständig geschriebene Nachricht adressiert an Sünder. Ja. Für 15 Dinar macht er sich nicht die Hände schmutzig. Nee. Nee, aber wirklich nicht. Dafür starte ich hier keinen neuen Durchgang. Eine runde Steinscheibe, in die das Symbol eines Fisches eingemeißelt ist. Sie sieht aus, als könnte sie religiöser Natur sein. Naja. Für welche Religion stand denn wohl das Fischzeichen, ne? Ein phallischer Talisman, der die Römer göttlich schützende Eigenschaften zusprach. Ja, nice. Ja. Da muss aber einer was kompensieren, oder? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kommt aus der Vase mal was raus? Nee. Aber was Neues. Eine seltsame alte Vase, die mit geometrischen Formen bemalt ist. Definitiv nicht römisch. Ich frage sie, woher sie stammt. Okay. So. Kabasch an Kabasch? Was? Ah, okay. Ich habe Lucretia von meinen Träumen erzählt und sie meinte, es könnte ihr bei ihrer Weissagung helfen, wenn ich sie aufschreibe. Es ist letzte Nacht schon wieder passiert. Der Mann beim Fluss war dort wie immer, sein Gesicht verschleiert vom Schatten dieser merkwürdigen Widderkopfschmucks. Wieder einmal stellte er sich als Scherti vor und erzählte mir, er habe mich aus dem Fluss gezogen. Als er seinen Namen aussprach, schien er zu schmunzeln, als ob er etwas bedeutete, das ich nicht verstehen konnte. Vielleicht war es gerade ein Gipsabdruck. Ja. Oh Gott. Der Name kommt mir tatsächlich bekannt vor, aber ich kann beim besten Willen nicht erinnern, wo ich ihn gehört haben soll. Ich glaube nicht, dass ich... Und da hört es leider auf. Ein Traumtagebuch von Kabasch, in dem er seine wiederkehrende Treue von einem Fremdling namens Sherty beschreibt. Ja, okay. Ich höre Klingen, ne? Man hat gerade... Das hört sich vielleicht wie ein Schleifstein an. Aber hier soll es doch keine Waffen geben. Vote for Malleolus for a free drink at my tavern. Hallöchen. Oh, you're here. I'm so glad you decided to visit. I'm Aurelia. Hallöchen. And I hope I'm not being too forward, but the moment I laid eyes on you, I was intrigued. There's something dangerous about you, like a prowling manticore. Hört schon auf, nein, bitte, macht weiter. Ihr seid so charmant wie schön. Ja, das doch. Coming on a bit strong, don't you think? Oh, schade. Was? Ihr seid auf mich losgegangen? I take back what I said. Suddenly, I don't find you so intriguing anymore. Let's just forget that ever happened, so we can at least do business. So, what brings you to my tavern? Okay. Okay. Alles klar. Emotional, damn it! Gleich hier eine Abfuhr kassiert, ja? Was ist das denn für eine? Okay. Müssen wir beim nächsten Mal besser machen. Okay. Was ist eure Geschichte? Let it go. Nothing's going to happen between us. Okay, die zieht's jetzt durch, ne? Wisst ihr, wie man hier rauskommt? You know, normally, I'd expect you to buy me a drink before asking if I want to get out of here. Oh Gott, ey.
Das ist süß, aber ein Erz kennt ja einen Ausweg. Straight to business, huh? I can work with that. As a matter of fact, I do know a way out. I'm happy to tell you all about it, but this is valuable information we're talking about, and I don't just give it out like some cheap oracle. So, how badly do you want it? Is it worth, say, 1,000 Denarii to you? Das dann gibt's. Okay, also hierfür brauchen wir 1000 Denar. Die haben wir ja aber sowas von locker. Aber vielleicht könnt ihr mir erstmal ein bisschen was darüber erzählen. Well, I can't tell you too much, or you'd figure it out for yourself. But I promise you, you'll never have to spend another hour in this city ever again. Klingt gut. Aber warum habt ihr ihn noch nicht selbstbewusst? Wer benutzt den Weg? Simple. It's a one-way trip, and I'm not ready to go just yet. I like my life here. One day, maybe, but not now. Ja, ist es nicht moralisch fragwürdig, all die Leute hier gefangen zu halten, wenn ihr einen Ausweg kennt? I think of it this way. I have something of value, and I'm willing to share it for a price. That's not unethical. That's just good business. Now, do you want it or not? Ja, woher weiß ich, dass es sich nicht um Betrug handelt? If I took your money without giving you what I promised, I'd be breaking the golden rule, wouldn't I? And I have no interest in doing that. Okay. I'm impressed. Didn't take you long to gather quite the little fortune. And now for my end of the bargain. Here is your way out. Eine kleine Flasche des tödlichen Gifts Schierling, bekanntlich von vielen antiken Römern verwendet, um Selbstmord zu begehen. Wir sind gescampt worden. Das muss ein Scherz sein. This is hemlock. Drink this and your life will be over in no time. Because the only way out of here is death. Congratulations on your purchase. Brauche eine Erstattung. Sorry, a deal's a deal. No refunds. Ja, das ist offensichtlich ein Betrug. Hier hat es nicht die goldene Regel gebrochen. Ja. I offered to sell you a way out, and I did. It's death. Ja. There's nothing illegal about that. And I should know. This isn't exactly the first time I've made this deal, and it won't be the last. Ja, gib mir euer Geld oder erzähl einfach von dem Betrug. There's a reason everyone else who bought my way out has kept it quiet. And it's that they didn't want everyone else to know just how foolish they'd been. Do you? Ja, mir ist das eigentlich relativ. Was ist denn, wenn wir Gewalt anwenden? And break the golden rule? You might be a little slow, but I don't think you're that Ja, sie hat ja schon recht. Das ist eigentlich optimal für sie hier, ne? Deswegen geht sie. Also, ja, das ist ihr Ding jetzt hier. Okay, das ist noch nicht vorbei. Pleasure doing business with you. War ich immer. Oh, do us all a favor and drink hemlock, Caput Murder. Dankeschön. Was haben wir denn da noch? Der Käufer sollte sich vorsehen, ja. Hier Fass. Ein großes Fass, um Bier zu brauen. An der Oberfläche ertrinken zahlreiche kleine Insekten. Ah. Okay, da sind die 1000 nicht drin. Schade. Ich dachte, da hätten sie 1000 jetzt drin. Ja, komm. Mehr Bierfässer. Ach komm, halt's Maul. Messingspiegel. Der Messing wurde zu einem rudimentären Spiegel poliert, der beim Auftragen vom Make-up eingesetzt wurde. Interessant. Ein kleiner Flakon, mit der ein rudimentäres Parfüm aus Blumen und Öl enthält. Oh, der Schlüssel für die Truhe. Gegenstand stehlen. Moment. Noch nicht.
Da ist die verschlossene Truhe. Da werden sicher die 1000 drin sein, ne? Wir machen einen neuen Durchlauf. The many shall suffer for the sins 2100 und ein Tagebuch. Liebes heute kann ich jetzt nicht lesen. Gegenstand stehen. Ah, sehr gut. Alles klar. Gestohlen. Die nehmen wir auch noch schnell hier hinten mit. Okay. Und wir sollten weg. Lauf, Junge. Mach das Portal auf. Dankeschön. Okay. Sehr gut. Wieder da. Ja. Alles gut, alles gut. Ich komme aus der Zukunft. Bla bla bla. Ja. Macht euch keine Sorgen. Okay. Den kriegen wir damit immer abgespeist. Das geht Gott sei Dank relativ schnell. Okay. I love your clothes. So exotic. Danke. Sollen wir es nochmal probieren mit ihr? Warum nicht, ne? Oh, you're here. I'm so glad you decided to visit. I'm Aurelia, and I hope I'm not being too forward, but the moment I laid eyes on you, I was intrigued. There's something dangerous about you, like a prowling manticore. Ach, hört schon auf, ne? Bitte. What was that? Some kind of joke? If it was, it wasn't funny. Es geht schon wieder los. Ich kann wahrscheinlich nicht richtig antworten da, ne? Ja, komm, okay. Was haltet ihr von der goldenen Regel? I just try not to think about it. Drink helps with that. As the saying goes, to drink is human, so we drink. Habt ihr interessante Gerüchte gehört? Certainly. For 10 denarii. Ah ja, klar. Have you met Livia? She used to do my hair until one day she just snapped. This place has that effect on people. Now she just stands around caked in filth, muttering nonsense to herself. It's a real shame. Now I have to do my own hair. Okay, naja, gut. Whatever you like. Das war jetzt nicht so begehbar. See ya. Okay. Cerberus lifts his triple head Ja. and lets out his threefold. Aber natürlich. Okay, wir haben hier einen Gang. Da gehen wir mal einfach rein. Das ist hier auf einmal doch noch verbundener. What? Was ist denn hier alles, ey? Das sind wieder die Schleifgeräusche. Möglicherweise die letzte Flasche Wein in der Stadt. Ah ja, her damit. Wir haben ihr... Moment. Wir haben ihr... Tagebuch gehabt, ne? Da, Aurelias Tagebuch. So. Liebes Tagebuch, heute ist ein Tag zum Feiern. So leicht wie heute hatte ich noch nie 1000 Denare verdient. Und das ist einfach nur, indem ich einen verzweifelten Idioten einen Ausweg verkauft habe. Natürlich war es nicht ganz der Ausweg, den sie sich erhofft hat. Aber schier linkt's ihr trotzdem. Es wird ihr eine Lehre sein, nie wieder über meine Frisur herzuziehen. Und da ich damit nicht gegen die goldene Regel verstoßen habe, werde ich es vielleicht in Zukunft erneut probieren. Liebe Tagebuch, es hat erneut funktioniert. Ich bin dank Ulpius und seinem verzweifelten Wunsch zu entkommen um weitere 1000 Denare reicher. Natürlich gibt es hier nicht viel, was ich mit dem Geld anfangen könnte, aber es zu besitzen, finde ich schon etwas aufregend, zumindest kurzzeitig. Liebes Tagebuch, endlich habe ich etwas, für das ich mein Geld ausgeben kann.
Malleus kandidiert bei der morgigen Wahl zum Magistrat und er hat versprochen, dass ich für einen ausreichenden Tribut in die Villa des alten Sentius einziehen kann, sobald sie geräumt ist. Wie er das erreichen will, wollte er nicht sagen, aber immerhin, ich stelle besser sicher, dass er gewinnt. Ah, das ist also ihr Interesse. Sie möchte da aus den Slums raus, ne? Ah, das ist ein bisschen... Na, okay. Das ist ein Boot mit der Grudge Lady da drauf. Die blutleeren Schatten irren ohne Fleisch oder Knochen umher. Der Ort wird verflucht genannt. Hier beten Titius seine Eingeweide zum Zerreißen an. Ausgestreckt über 9 Felder. Ihr, Tandalos, könnt die Wassertropfen nicht fangen und der Baum, nach dem ihr greift, entzieht sich euch. Ihr, Sisyphus, greift an oder verfolgt den Stein, der immer wieder zurückkehrt. Zion wendet sich, folgt sich selbst und flieht. Und die 49 lieben es zu wagen, die Vernichtung ihrer Vettern, ihrer Männer zu planen, holen in unaufhörlich Arbeit das Wasser wieder, das sie verloren haben. Okay. Kryptische, fast poetische Worte von Livia. Also hier ist ihr Schlafplatz oder was? Hat sie sich aber auch eine finstere Ecke ausgesucht. Mitten im Kampf. Ja, ich weiß. Ah, okay. Vielleicht könnte man hier hochklettern, wenn sie nur mein Gewicht tragen könnten. Tja. Aber das können sie nicht. Na gut. Noch viele Orte wo wir wieder hin müssen. Was haben wir denn hier oben noch? Verschlossene Türen. Da ist wieder ein Fisch. Leibbrot, den ich stehlen könnte. Nein. Oh, da ist auch ein Fischsymbol. Ist das hier ein geheimes Versteck der Christen? Und warum ist da drin ein Käfig? Holzschnitzerei. Eine Holzschnitzerei, in die das Symbol eines Fisches eingraviert ist. Sieht aus, als könnte sie religiöser Natur sein. Ja, ja, erzähl mir was Neues. Okay. Da sind auch Ranken. Ah, sind das die? Ja, das sind wahrscheinlich die Ranken, ne, über die ich dann darüber komme. Okay. Ist klar. Da geht's hoch, da geht's hin. Okay. Und hier sind wir wieder. Okay. Der war wohl anscheinend gerade dabei gefoltert zu werden, als er zu Gold wurde. Ah, sehr schön. Preisgeld. Ja, gut oder nicht gut? Ja, der fühlt sich mit Sicherheit gerädert, richtig. Oh, guck mal, er dreht auch immer seinen Kopf zu uns, ne, wenn wir weggucken. Das heißt nicht mehr foltern. Okay. Hi. Okay.
Ach so, gerädert heißt nicht mehr foltern, weil da geht es nur noch um einen qualvollen Tod. Ja gut, das ist natürlich richtig. Hinrichtung wäre dann wahrscheinlich das bessere Wort, ja. Okay. Okay, hier kommen wir beim Markt raus. Dann, was haben wir hier? Da haben wir auch wieder die Schmetterlinge. Sieht ein bisschen wie ein griechisches Theater aus, ne? Ulpius liebt Centilla. Abgeändert in Ulpius von Centilla umgebracht. Ah, dadurch, dass sie das durchstreichen. Das ist ja toll. Das ist ja wirklich wie Graffiti, ne? Okay. Schön mit Kissen auch noch hier und so. Der Mythos der goldenen Regel von Dorothas den Jüngeren. Wie es unser Brauch ist, werde ich damit beginnen, dem Gott, der für diese Stadt verantwortlich ist, meinen Respekt zu erweisen. Für den anhaltenden Wohlstand und die friedliche Abgeschiedenheit, die er für uns geschaffen hat, verdient er unsere Hochachtung. Doch hier muss ich vom Brauch abweichen, denn sein Versuch, uns solch strenge Regeln aufzuerlegen, ist erdrückend und übergriffig und sollte mit Verachtung gestraft werden. Oh. Ich glaube, das hat der goldenen Regel nicht gefallen, ne? Würde ich mal behaupten. Da geht's wieder runter. Es sind sehr viele Gänge hier, ne? Die Frage ist, wie oft wurden schon Leute hier in die Stadt gebracht, ne? Wie viele Zyklen hat es hier schon gegeben? Also auf jeden Fall einen griechischen Zyklus, mindestens einen. Ah, und jetzt kommen wir hier wieder raus. Okay. Und da vorne wird der Eingang wieder. Ja, gut. Mal eben so schnell speichern. Und hier kommen wir nicht rein, weil die gute Dame im Weg steht, ja? Möchte aber da rein. Okay, geht anscheinend nicht. Schauen wir mal. Irgendeinen Weg werden wir wohl noch finden. Nicht stehlen, niemand verletzen, nicht. Wer immer dies geschrieben hat, offensichtlich keine Chance erfährt, sie zu stören. Yep. Kommen wir eigentlich da drunten hin? Ja, ne? Ja, hier. Oh, ich glaube, langsam haben wir echt viel erkundet hier schon. Habe ich so ein bisschen das Gefühl. Tauchgang? Da unten ist eine Truhe. Jawohl. Hier sind auch Schmetterlinge wieder. Hey. Da kommen wir nicht raus. Ah ja. Der versucht schon wahrscheinlich sehr lange an den Apfel ranzukommen, ne? Ich glaube, das war's, ne? Die eine Truhe da. Ah ja, wir können einfach dahin laufen, okay. Felder gehen wir gleich noch. Ein Versteck hinterm Wasserfall? Nein. Kommen wir nicht durch. Schöne Blume oben drauf. Da ist eine Kiste. Sehr gut. Alte Truhe. Auch. Okay. Pfeile. Weinflasche. Sehr schön. Ich habe eine Idee, wo wir rauskommen. Ja. Genau hier. Okay. Perfekt. Wissen wir das jetzt auch. Den Gang hatte ich ganz vergessen, noch lang zu gehen. Okay. Es hängt alles ziemlich zusammen hier. Man kommt von überall hin, ne?
Ente, 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 Ente. Ich mag Enten. Gänseeier. Ein paar Gänseeier gelegt von der Gans der Stadt. Das ist eine Gans sein, nicht eine Ente? Na gut, es ist eine Gans. Egal. Da ist er ja. Ah, it's you again. Hope you're settling in, friend. Now, Ja. what's on your mind? Was ist denn deine Geschichte, junger Mann? Well, it's a long one and kind of sad, but I don't mind telling it. Raus damit. Ich hab Zeit. I'm a farmer. Always have been. I grew up in a small village in Britannia, Camulodunum, with my parents and 2 little sisters. Lovely part of the world. One day, when I was about 20, my father and I were in the top paddock, loading our cart, when some Roman legionaries came along, demanding produce for their men. My father told me to run into the house for his axe, and so I did. Sprinted so fast I almost threw up, but by the time I got back, he was bleeding out on the ground, and our cart was empty. That was my first encounter with the legions. My mother died of a broken heart soon after, and things went downhill from there. I took over the farmstead, but I was young. It was a struggle. More raiding started before too long. We'd come outside in the morning to find animals missing, our stores pillaged. These Legion thugs just took whatever they wanted. One night, when my sisters and I had nothing left to steal, there was a knock at the door. I knew who they were, and what they wanted. I got my father's old axe, pulled the door open real quick, and before that soldier knew it, split his face right down the middle. But there were more of them. I never saw how many, because the next thing I knew, I was waking up with a mouth full of dirt and lungs full of smoke. My home was reduced to ash. My sisters, dead. And they left me alive to see what they'd done. Still burns whenever I think about it. Es war überraschend tragisch. Es tut mir leid, das zu hören. Yeah, well, I wasn't the only one this happened to. It wasn't long before Boudica led thousands of Britons in a rebellion against the Romans. Unfortunately, there were just too many of them. And those of us who survived, they enslaved. So, then I found myself being transported all the way to Rome to be sold to the highest bidder. I spent a few years working for my new master, learning the Romans' ways, Romanized my name and everything. Tried to escape a couple of times, but they always found me, and I'd just end up right back where I was. I'd probably still be there too, if it wasn't for the stampedes breaking out. You see, about 7 months ago, an enormous fire broke out in Rome. Everybody was running down toward the river, screaming and shouting. I'd never seen anything like it. Human beings acting like cattle. I got swept up with them somehow, and the rest is a blur. The next thing I knew, some stranger was dragging me out of a river. Stumbled across this place and started my life over again. Ja, aber froh, dass letztendlich alles gut gegangen ist, ne? That's what I thought too, for a while. But it seems the gods aren't done tormenting me yet. See, I finally had my own farm again, safe from the grasping hands of the Romans. Or so I thought. Until Sentius the Decurion demanded I hand over all my produce. It's for the good of us all, he says. Only he takes the best bits for himself, of course. He even told me if I refuse his demands, I'll break the golden rule. I'm not sure I believe him, but then, what if he's right? So, it turns out our dear old magistrate is no better than the Legion thugs who took everything from me. I'm right back where I began. But don't you worry, Nemesis is waiting. And he'll get his, one day. He'll get his. Forget I said that last part, will you? I get carried away. Ich gehe mal mit ein paar Freunden in Apex ein paar Kills holen. Ja, mach das. Ich wünsche dir viel, viel Spaß. Und dann sehen wir uns demnächst mal wieder. Sehr, sehr gerne. Okay.
Wie ich das gesagt habe. Ja, ich lasse mich manchmal etwas hinhalten. Okay. Thanks, friend. I knew I liked you. Anyway, that's enough of me rambling. Was there something else you wanted to talk about? Wisst ihr, wie man hier rauskommt? As much as I'd love to get out of here, the harvest's always more fruitful in another man's field, isn't it? But Scintilla, Sentius's daughter, went missing a few weeks back. Could be she found a way out. If anyone knows for sure, it'll be her sister, Sentia. But she'd never tell the likes of me. Was haltet ihr von der goldenen Regel? Oh, I don't give it much thought these days. I mean, everybody here's got their own view about what we need to do to survive. But I say, let's spend less time arguing about what it means to be good and just get on with it, you know? Ja, richtig. Und die Wahl? I can't see how I could vote for either candidate. I don't like Sentius much, but Malleolus Versuch nicht is so viel almost zu as klauen. bad. Even I could do a better job. Ja, Me, habt noch einen a schönen Abend farmer. und danke, dass du I've da never warst. Ne? given a speech or put on a toga in my life. Hatte ihn in Betracht gezogen, selbst ein Magistrat zu werden. I've bounced the idea around once or twice, mainly as a way of getting Dooley set free. God knows Sentius is never going to do it. But from what I hear, Malleolus has the election stitched up. Nobody's going to take him on and win. And maybe that's not such a bad thing. I mean, he talks a lot about freedom, so I'm hoping if he's elected, he'll release Dooley from his cell. That's good enough for me. Tja, warum ist er denn in der Zelle? Because Sentius put him there. Poor Dooley was just wandering around looking for some imaginary treasure. Now a magistrate accused him of being a thief. That's nonsense, of course. Dooley's the most harmless man you'll ever meet. But Sentius really has it in for him, for some reason. Aber wenn er doch ein Dieb wäre, dann wäre doch die Regel gebrochen. Gladly. All right. See you around. Ne? Da gehen wir nicht runter. Schöne Kohl. Ich muss beim Kohl immer unweigerlich an Avatar denken. Also nicht den Film, sondern den Anime. Mit dem guten Kohlverkäufer. Ah, Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Gehen wir hier lang. Ich frage mich, wie viel wir jetzt schon gesehen haben. Es kommt mir wenig und viel gleichzeitig vor. Da ist nichts. Gitterchen. Ah, da ist noch eine Truhe. Sehr schön. So, nach oben gehen bringt mir nichts. Da passiert nur der Selbstmord, den wir aktuell nicht aufhalten können. So. Dann gehen wir mal hier weiter. Wir haben ja noch nicht den Marktplatz und so gesehen. Und das ganze untere Stadtgebiet haben wir auch noch nicht gesehen, wirklich. Okay. Und wir brauchen den Bogen. Oh, hallo ihr beiden. What is it, citizen? Wie ist eure Geschichte? I'm a legionary of the 1st Italica, but there's not a lot of fighting down here. So the magistrate has assigned me other duties. I act as the magistrate's right-hand man, keeping an eye on his daughters. Daughter, I should say. And the others, and making sure they're all behaving. I also keep a register of new arrivals. Wie seid ihr I'm gelandet? from Liguria, up north originally. I was doing all right for myself. 12 years into my service. Sehr nett, dass er sich gar nicht zu uns umdreht, ne? For when it was all over. Not anymore. She's probably figured I'm long gone and moved on by now. I try not to think about it. My commander sent me to deliver a message to Rome. While I was there, I thought I'd do something nice for my girl and pick up a little pendant from a silversmith. That's when the crowd started flooding through the streets.
shouting fire. People were screaming. Lass mich raten, du wurdest aus dem Fluss gezogen. Fugitive tried to take advantage of the chaos and pinch my pendant. I remember chasing him through the crowds, down towards the river. And then, nothing. Blacked out and woke up near here. No idea how I ended up floating so far downriver. But I'm fortunate to be alive, I suppose. Mhm. Tut mir leid. Ah, don't be. As Seneca the Younger said, difficulty strengthens the mind, as labor does the body. That said, Centilla's disappearance has been more difficult than I'd care to admit. Okay. Ich werde mal jetzt gehen. Weil ich würde schon gern von Angesicht zu Angesicht mit ihm sprechen. What now? Was könnt ihr mir über den Magistraten erzählen? He's one of the better commanders I've ever had. That's for sure. Good stoic. Lives by Seneca's words. Treat your inferior as you would wish your superior to treat you. Can't ask for much more than that. Wisst ihr, wie man hier rauskommt? I went around asking the same questions when I first arrived. Never did find a way out. But I learned how to accept my situation. To bear trials with a calm mind robs misfortune of its strength and burden. That's from Seneca the Younger, if you're interested. Kann ich das Begabsverzeichnis sehen? Why not? Just make sure I get it back by tomorrow. Hätte ich nicht gedacht, dass wir es bekommen. Okay. Aurelia, Klasse Bürgerin, Pflicht Tavernenwirtin, Quartier Taverne im Elendsviertel. Hinweis behauptet, einen Ausweg zu kennen, ja. Claudia, Patrizierin, Frau von Maleria. Ah, sie heißt Claudia, okay. Villa Zentral. Decius Bürger, Händler, Forum. Demetrius Bürger, Wache, Elendsviertel. Bürger, arbeitsunfähig, Elendsviertel im Warenhaus eingesperrt. Das ist wichtig. Bester Priesterin suchen. Das war auch, ne? Villa unten. Das andere war Villa Zentral. Okay. Also die Stimme hatte mal zwischendurch gesagt, wir sollen die Priesterin finden, ne? Bürgerin, Bäckerin, Elendsviertel. Bürgerbauer, Elendsviertel. Fremder, Händler, Forum. Hannibal, Fremder. Ort durchsuchend, okay. In der Zisterne gestorben. Horatius, Bürger, Elendsviertel, ja, das wissen wir, dass du auch da lebst, genau. Kapasch, Fremder, Fischer. Anmerkung verschwunden. Steht in der Schuld von Malerius Villa Mitte, ja. Friseur Elendsviertel weigert sich jetzt zu arbeiten. Krankenpfleger, mein Gott, wie viele allein da im Elendsviertel hausen, ne? Lichtgeldverleih. Nicht vertrauenswürdig. Bürgerin, Ärztin, keine Ahnung vom Quartier, hat sich im Palast eingeschlossen. Kaviar, Pflichtputzen und Gartenarbeit, Villa unten. Ruffius zunehmend aufgewühlt, Pflichtpatrouille, okay. Schülerin, Villa um zu ihrer Sicherheit auf ihre Villa beschränkt. Okay, Schülerin, Villa oben, auch noch. Patrizier Magistrat, Villa oben. Geht in der Schuld von Millenarius, okay, Villa unten, mein Gott. Architektforum, gibt ganz schön viele Leute hier. Gegenstand nehmen. Danke. Of course. Was haltet ihr von der goldenen Regel? As I always say, it's kind of like a divine version of the practice of decimation in the Legion. By threatening to execute 1 in 10 men, the idea is to ensure order and discipline among everyone. And it works. If you knew you could be executed because your brother-in-arms is planning a mutiny, well, you'd bloody well watch him like 100-eyed Argus, wouldn't you? Because your only chance of saving yourself is to stop bad things before they happen. Makes us all responsible for keeping each other in check. It's brutal, of course, but effective. The Legion wouldn't be the most formidable force in the world without it. Also für die Gold, da wo ich herkomme, will man das Kollektivbestrafung nennen. Das ist ein Kriegsverbrechen. Ja, komm. A war crime. Isn't that a contradiction in terms? As Cicero said,
In times of war, the law falls silent. Ja, unsere Welten sind sehr verschieden. Seems that way. War crimes. Ridiculous. Seid also für die goldene Regel, What's ja? done is done. I was forced to execute my brothers in arms, and those memories will always visit me in my sleep. But life is harsh, and I've come to accept my lot. As with the Golden Rule, I don't have any control over it, so railing against it would be like trying to stop the seasons or the tides. As Seneca the Younger wrote, true happiness is to enjoy the present without anxious dependence upon the future, not to amuse ourselves with either hopes or fears, but to rest satisfied with what we have, which is sufficient. For he that is so wants nothing. Genieße die kleinen Dinge im Leben. Okay, lass uns was anderes reden. Wem werdet ihr eure Stimme Not that geben? it's any of your business. But my loyalty is and always will be with Sentius. Unfortunately, I don't think my vote is going to make any difference today. See, Domitius has been going around town, shoring up votes for Malleolus with lies, bribery, and intimidation. The man's a savage, but he's a gladiator, so people fear and respect him more than they should. Sentius knows about it, of course, but he doesn't have the same rat cunning as Malleolus. This place will be different with that sleaze at the helm. But I try not to worry about things I can't change. Das ist sehr schade. I suppose it is. Können wir über Sentilla sprechen? What business is that of yours? Ich suche nach A ihr. lot of people have been looking for her. But it's been 3 weeks, and we've found nothing. What makes you think you can do better? Das habe ich nicht gemacht. Klingt, als würdet ihr nicht wollen, dass ich nach ihr suche. No, it's not that. We all care for Sentilla. She is, or was, a lovely young woman. But I learned long ago not to dwell on things beyond my control. Or to try not to, anyway. But I don't want to seem obstructive. If you have questions, ask away. Etwas Verdächtiges aufgefallen? Sentilla was always a kind, well-behaved young woman. I admit, her disappearance really caught me off guard. If anyone knows something, I'd expect it to be Sentia, Malleolus, Claudia, or Domitius. But none of them will tell me anything. You might fare better though, I suppose. Soll mal bluffen? Macht ja nichts, ne? Er weiß ja im nächsten Durchgang wieder nichts davon. If you're accusing me of a crime, you'd better have something to back it up. Ihr wisst, wovon ich spreche, wo ist sie? You're grasping at straws and it's not going to work. We're done. Schade. Naja, dann hau halt ab. Don't you just love springtime? Ja, warum nicht? Okay. Name's Rufius. Better watch your step. Okay, Rufius. Can't talk long. Got to stay sharp, but... family's from Seleucia on Tigris. Babylon province. But I've been roaming a long time now. Even joined the legions. The 6th. The one they call Ironclads. Aha. Wie seid ihr denn hier gelandet? Same way as everyone else. Okay, warum tragt ihr noch die Rüstung? Because we're all in grave danger. Is it not obvious? Nein. Ja, die Waffe ist klar weggeschmissen, ne? Magistrate made me toss it in the chasm. Stupid. Going to have to improvise now. Ihr seid nicht sehr gesprächig, oder? If you were dealing with what I am, you wouldn't be either. Was beschäftigt euch denn? None of your business. In Troite ipsam commensura. Okay. If we have to. Wie kommt man raus? If I did, do you think we'd be having this conversation? Alles klar, goldene Regel. I'll tell you this much. I hate the fact that my survival depends on the common sense of other people.
Ja. Oh. Ich kenne das Gefühl, ich habe eine Pandemie durchgelebt. Oh, ja. 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 Scheiße. Then you know what I'm talking about. I mean, all these people just bumble along like nothing's wrong. While we're one bad decision away from being wiped out. Like the last lot of people who lived here. Seems like I'm the only one ready for what's coming. Whatever that is. And when it hits, it's everyone for themselves. You've been warned. Ja, was glaubt ihr, was kommt? I don't know. But did you ever get the feeling some of these statues are watching us when we're not looking? Like they're waiting for something. I don't like it. Ja, ich glaube, ihr habt recht. Of course I am. Okay. Und eure Stimme? Meliodas. Not sure I trust Sentius. Couldn't even protect his daughter in a city without sin. How's he going to protect us? Ah, da scheint es eine Geschichte zu geben. Okay, kann ich euch denn irgendwie umstimmen? No. Ach, schade. Na gut. Warum auch immer, aber. Whatever. Als ob wir jetzt hier die Wahl versuchen würden zu beeinflussen. Das bringt uns nicht viel. Okay, das Forum. Noch mehr Leute. Verschlossen. Lernen auch auf alle Leute kennen, ne? Noch einer. Ich schenke mir das Forum mal gerade. Ach, die Story wieder, ja? Okay. Help! You have to do something! A man arrived in the baths. A real nasty sort, with his face all covered up. And he's got a weapon. You have to do something, or he's gonna break the golden rule. Ja, ich werde mich umgehen, dadurch wird er. Thank you. He's still in there, somewhere. I have to hide. Find me in this empty shrine when it's over. Nein, das machst du bitte diesmal nicht. Geht nicht dort hinein. What? Why? Vertraut mir einfach. All right, fine. Come and find me in my die bakery Bäckerin. instead. Please be careful. Okay, die Bäckerin. Wo ist denn ihre Bäckerei? Wir folgen ihr mal, dann können wir mit ihr reden. Schon will ich wieder mit Leuten reden, ne? Ach Gott, hier ist ihre Bäckerei. Okay. Moment, das Leibbrot darf ich einfach so nehmen? Ja, ja, ist okay. Warte, ich wollte nur schnell speichern. Ja, tatsächlich. Ich darf es einfach nehmen. Okay, wir nehmen das ganze Brot mit. Oder auch nur die beiden. Ein römisches Rezept für Brot. Eine große Prise Hefe, eine Prise Salz, 2,5 Tassen warmem Wasser, 1 Pfund Mehl. Zubereitung: Das Wasser in eine Rührschüssel gießen und die Hefe auflösen. Das Mehl in eine separate Schüssel geben und nach Wasser und Salz hinzugeben. Den Teig kneten, bis er nicht mehr klebrig oder mehlig ist. Den Teig abdecken und ihn eine Stunde lang an einen warmen Ort in der Nähe des Ofens, ja. Man kann es umdrehen? Nein. Ist einfach nur durchgeschrieben. Okay. Zurücklegen. So. Did you stop him? Noch nicht, nein. What are you waiting for? Ach so, okay, ich muss ihn aufhalten, ja? Eine Steinmühle. Offenbar werden von oben Mehl und Getreide hineingeführt und dann zwischen den Steinen gemahlen, wenn die Griffe gedreht werden. Ja. Das ist eine Mühle. Okay. Diesmal speichere ich vorher und dann können wir ihn ja mal versuchen aufzuhalten, ne? So. Ich brauche ja scheinbar den Bogen. Stop right there. I'm looking for Tiberius Quinctius Crispus, otherwise known as Quinctius. Do you know where he is?
Ja, ich sah ja, wie in der Stadt eine kleinen runden Schrein anbetete. Das zweite Gebäude... Oh, ja. Thank you. For your service to the Empire, I'll let you live for now, but you'd best make sure our paths don't cross again. Ja, gehen wir da rein. Was ist denn eigentlich hier drin dann? Oh, 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 oh. Moment. Ladeanimation. Ja, hier ist das Bad, wo wir reingefallen sind, ne? Okay, das ist natürlich in der Zeit hier noch ganz... Mhm. Wir gehen gleich dann hinter ihm her und holen uns seinen Bogen. Ich wollte mal erstmal einmal gucken. Oh ja, hübsch hier. Zu der Zeit auf jeden Fall noch, ne? Oh, herausfinden, wie man den bewaffneten Mann ausschalten kann. Ja, wunderbar. Hinweis aufgelöst, Eindringling. Trotzdem fallen die Leute von hier oben ins Bad runter, ne? Okay, kann ich nicht hoch. Ich dachte, da könnte ich hoch. Ja. Ist hier irgendwas Interessantes da unten? Nee, ne? Nee. Okay. Alles klar. Wir holen uns den Bogen. Ach, guck mal, der wird auch schön markiert gerade. Ja. Ist schon recht. Oh. Ach. Boah, ich war gerade ganz verwirrt. Das war jetzt der Turm, der jetzt zusammenbricht. Okay. Ah, weil wir ja außerhalb der Ladezone waren, scheinbar. Okay. Holzbogen. Ein fein gearbeiteter Kompositbogen. Nice. Kopfgeldaushang. Okay. Auf Befehl von Kaiser Nero. Alle treuen Bürger Roms werden angehalten, den Brandstifter Tibius Quintus Crispus, einen Bürger aus dem Aventin-Bezirk Roms, aufzuspüren und zu töten. Er ist etwa 40 bis 50 Jahre alt. Er ist durchschnittlich groß, durchschnittlich gebaut, hat dunkles Haar und ein grünes und ein blaues Auge. Er trägt für gewöhnlich keinen Bart. Er ist ein bekanntes Mitglied der Kultisten und leidet unter Größenwahn. Ja, okay. Hat einen Denar dabei. Geil. Okay, wir haben einen Bogen. 23 Pfeile. Salve. Jo, salve dir auch. Ein Amboss, ein römischer Amboss. Ohne Ohren sieht er seltsam aus, aber es muss eine moderne Innovation sein. Okay, ja gut. Eine römische Feuerschaufel aus Bronze. Sie riecht nach Asche. Whatever is in there, it has to be important. This area is private. Please leave. Ja. Anschuldigende Nachricht. Vergil, Sie sehen euch vielleicht noch nicht, aber ihr solltet eines wissen. Ich sehe euch. Okay. Und Vergil, ich weiß, wer ihr seid und was ihr wollt. Kehrt von diesem Weg ab, bevor wir alle für eure Sünden leiden. What? Das lässt ja so offen rumliegen, oder was? Vergil, wollt ihr wirklich die Sünden begehen, die uns alle vernichten wird? Okay. Wir müssen reden, guter Mann. Ah, a new face. Salve, and welcome to a little community. My name's impossible to pronounce for most people, so you can just call me Virgil. Ja, was ist denn eure Geschichte? Well, I'm an architect. Or at least I was back in Rome. That's probably too grandiose a term to describe what I do here. Help out with repairs and try to stop old buildings from collapsing on people, that kind of thing. But you probably don't want to hear about the ingenious architecture or mysterious history of this place? Kommt euch der Akzent sehr deutsch vor?
Ich finde, das klingt sehr, sehr, sehr nach einem Deutschen, der Englisch spricht, oder? Ja. Ja, erzählt mir etwas über die Geschichte der Stadt. Oh, I'm glad you asked. Some of these shrines were constructed hundreds of years ago, which means Romans have been arriving here for at least that long. But there's one thing that puzzles me. The oldest shrine in this avenue isn't Roman at all. It's Greek. Mhm. Ja, was bedeutet das? I'm not sure. It could mean that the Romans who first started building here were just copying Greek architecture, which they do all the time. Or it could mean that there were Greeks living and worshipping here before the Romans arrived. Which begs the interesting question, who really built this place? And could it be far older than any of us imagine? If only there was a way we could talk to the people who came here before us. The stories they could tell. Ja, da gehe ich auch von aus, dass es so ist. Architektur. Gladly. Personally, my favorite thing about this place is the aqueducts. Those series of adjoining arches. They're an ingenious feat of Roman engineering with a very practical purpose. They take fresh water coming from outside the city and distribute it all across the chasm. It's funneled below the palace and into a cistern beneath the great temple. Some of it flows down into another cistern beneath the villas, and the rest is funneled to the shrine of Proserpina, where it fills the lake, and allows us to fish and farm. Okay. Wenn Sie Wasser in die Stadt bringen, können wir es zur Flucht nutzen. Hey, not so loud. Just talking about that could anger the gods for all we know. I'm not saying it's impossible, but you'd have to find a way inside somehow. Just, please, try to be a bit more discreet about it. Okay. Red mir von dem Tempel auf der Klippe. You mean the Great Temple? This one's a bit of a mystery. Given the way it's positioned so prominently, looking down on us, it's clear that whoever built it felt it was the most important temple in the city. Unfortunately, someone else went out of their way to keep its purpose a mystery. You see, usually a temple is dedicated to a particular god, like Proserpina or Diana or Apollo. Usually, that god is obvious. But in this case, it's unknown. There's an obelisk out the front, which probably used to bear the name of this unknown god. But it appears some barbarian defaced it. And of course we can't get inside because it's locked up tighter than the Temple of Saturn in Rome. And that contains the treasury. So we're all left wondering, which god is that temple dedicated to? And could it be the one responsible for the Golden Rule? Unless somebody figures out a way inside, I suppose we'll never know. Ja, okay. Of course. Ja, You komm. wouldn't believe how often the new ones ask that question. But I'd tell you the same thing I tell everyone else. There are much worse places to live out your days. You might have a few sleepless nights thinking about the Golden Rule, but once you get used to the fear, knowing that a single slip-up could cost you everything, it's not too bad. Nothing new to me, anyway. Was macht ihr damit? Oh, I just mean I grew up in the Batavi tribe, far to the north in Novio Magus, and learned to expect a bit of hostility. They weren't nearly as tolerant as the Romans. Okay. Und die goldene Regel an sich? Some people say it's divine, the work of a god, but I'm not so sure. It just seems so flawed to me. Like it's distinctly human. I mean, once you've been here long enough, you'll notice people doing things that just seem so wrong to you. But this so-called god doesn't seem to care, which means one of two things. Either you don't know the difference between right and wrong, or this unknown god doesn't. And I'm pretty sure I know the difference. Do you? Da bin ich mir nicht sicher. Fair enough. Mir ist das Graffiti aufgefallen. Warum hält man euch für einen Sünder? Look, I haven't done anything wrong, if that's what you're thinking.
Somebody just has a problem with my preference for male company. Okay. And Verstehe. when you grow up in the north, as I did, in the city of Noviomagus, you expect a bit of hostility. The Batavi are not known for their tolerance. I saw enough friends killed or driven away to know the cost of not keeping your personal affairs to yourself. So I hid who I was for, what was it, nearly 10 years? Watching what I said and where I looked. But that kind of fear eats away at you slowly, until living isn't any better than the thing you were afraid of. Needless to say, since I'm now living underground, halfway across the known world, with an assumed name, my openness didn't go down well among the enlightened folk of the Batavi. Ja, what? In any case, the Romans are far more accepting, and among them, I get to be who I am. Or at least, I thought that was the case. It seems I was wrong. Wisst ihr, wer dafür verantwortlich ist? It's not just graffiti. I have quite the collection of handwritten notes too. The strange thing is, I keep my personal affairs to myself. I've never really been interested in any of the men here. Not my type. So I'm not sure what I could have done to upset this person. If I had to guess, I'd say it's probably one of those cultists. Ah, Kultisten. Strange bunch. They insist there's only one God, and that he considers my nature as sin. Can you believe that? If there are any of them here, they won't admit it. Not since they supposedly burnt down half of Rome last year and went into hiding. All I know is, if these threats keep escalating, eventually my secret admirer is going to cross a line and break the golden rule. Wird mir schon denken, wer es ist. Ja, gut. Who is it? Oh, stimmt, ja, es ist Rufius. Ich habe einen unvollständigen Brief an euch in seinem Haus You gefunden. went snooping in his place? That was risky. We're lucky you didn't cross any lines. Have you spoken to him about it? Oh, wir haben... Ach so, das war nur optional, okay. Noch nicht. I would talk to him myself, but I think that would just inflame the situation. It's probably best if you do it. Ja, machen wir schon. Okay. Wem werdet ihr denn eure Stimme geben? Malleolus is talking about loosening some of the restrictions in this place. And while it's all a bit vague, at least he has a vision. My vote isn't for sale, if that's what you're asking. Okay, nice to dann gehen wir talk mal. to you. Ich weiß nicht, You there. I'm sorry to trouble you, but I couldn't help but notice that fine bow you're carrying. Yeah. No idea how you managed to get your hands on it, especially in the light of our dear old magistrate's ban. But I'm impressed. And before you ask, no, I wouldn't dream of trying to buy it from you. I have no use for a wooden bow myself. But I would like to propose a joint business venture of sorts. Okay. Tell me, do you have any idea how people here end up as golden statues? Nein. Well, between you and me, I found an old scroll from years ago, hastily written, in which the author claimed something extraordinary and terrifying. He wrote that when the golden rule is broken, statues spring to life all over the city, wielding golden bows and begin firing golden arrows at the inhabitants. Yeah. Supposedly, one or two of those arrows is enough to turn a full-grown man into gold. Now, of course, that is a travesty, a terrible, horrible waste of human life, which has to be stopped. And yet, on the other hand, I can't help but think of a tale told by that Greek fella Aesop, the goose that laid the golden egg. With the ability to transmute organic matter into gold, one could create infinite wealth. Use your imagination. Golden animals, insects, trees and plants. The Midas touch without the drawbacks. We are talking riches beyond imagining. And even if we were to split all those riches between the two of us, half of infinite wealth is still infinite. Interested? Ich denke, die goldene Gans ist als abschreckendes Beispiel gedacht, ne? Look, I might have skimmed over that one, but don't be so pedantic. Are you interested or not?
Ja. Excellent. So the first question is, how do we get our hands on one of those golden bows? Now, I have a plan, but first, tell me, are you familiar with the story of the goddess Diana? Nein. No problem. Allow me to explain. Diana is our goddess of the hunt, the moon, and the underworld, depending on who you ask. The one thing priests and poets agree on is that she carried with her a golden bow and a quiver of golden arrows. And it just so happens that there is a shrine of Diana in this very forum, with a prominent statue of the goddess herself. And would you like to guess what she's holding in her hand? Mhm. Ein goldener Bogen. Precisely. I can't tell you how many hours I've spent in that temple staring at it, trying to figure out how to retrieve it without breaking you know what. Aber ihr wollt, dass ich ihn stehle, ja? Oh, gods no! If you tried that, we'd all be dead within moments, I'm sure. No, here's what I propose. You give your bow to me, I cover it in a thin layer of gold leaf, and we create a replica of a golden bow. Then you enter the shrine, extinguish the braziers, and under cover of darkness, swap out the fake for the original. It's not theft exactly, it's more of a trade. But make no mistake, this is a dangerous path, and there's no way of knowing where it will lead. But in my experience, all the best adventures begin with a risky first step. Now, you must have questions. Ask away. Ah, ist das nicht ausgesprochen gefährlich? When Prometheus stole fire from the gods and became a hero to all mankind, do you think he was worried about the danger? Mhm. Okay, okay. Aber warum könnt ihr das nicht selbst I'm machen? more of an ideas man, whereas you're obviously the more resourceful and heroic type. I have complete confidence in you. Ja, ja. Because the gods would see you, of course. Hence my proposal. Und wenn das Licht aussehen ist, sehen uns die Götter nicht, ne? So, are you in, partner? In Ordnung. Wenn du keine Action- oder Horror-Elemente sehen möchtest, ist das eher nichts für dich. Okay. Ja, okay, ab geht's. In Ordnung. Wonderful. Now, if you'll hand over your bow, I can get started applying a layer of Ja, gold leaf. mach mal. This is a quality weapon. Now, bear with me for a moment. And here we are, a gold leaf bow. Sehr schön, dankeschön. Now I've gone and unlocked the Shrine of Diana for you, so as quick as you can, head on inside. It's just at the end of the street on the left. May the gods not watch over you. Okay. Ich bin gespannt. Es ist eure Entscheidung. Ah, da oben ist noch ein Nissennest. Okay, wir speichern mal. Kann ich das Nest runterschießen? Was wird dann passieren? Keine Ahnung. Eine große Steinstatue von Diana, der antiken römischen Göttin der Jagd des Mondes und der Unterwelt. Kann nicht... Doch da. Goldener Bogen versucht zu stehlen. Ja, will ich nicht. Was machen wir mit denen da? Kann ich die runterschießen? Nein. Löschen. Löschen. Die sind halt immer noch da, ne? Mit der Fälschung austauschen. Das geht einfach so? Is that Okay. you, partner? Do you have the bow? Ja, habe ich. Just go ahead and slide it under the door for me and I'll unlock it for you. Ich wusste, ich hätte euch nicht vertrauen dürfen. And yet you did. And now here we are. With me out here and you in there. Until you give me my bow. Wie kann das nicht gegen die goldene Regel verstoßen? Ihr sagtet, ihr würdet den Reichtum zwischen uns beiden aufteilen. No, technically, I never said that. I said, if we were to split all those riches between the two of us, infinite wealth is still infinite. It's hardly my fault if you can't tell the difference between a hypothetical and a promise, now is it? Oh, I do love a good loophole.
Kann ich euch noch so vertrauen, ja? You're just gonna have to take your chances, I'm afraid. The bow, now. And don't even think about giving me the fake one. I'll recognize my own handiwork. Das, wenn ich ihn euch geben würde, würde ich mich sicher hier zurücklassen. Vergesst es. I would reconsider my position quickly if I were you. I'm not sure if you noticed, but you're stuck in there with a hornet's nest, and they can be rather aggressive toward intruders. You know, some say it takes 27 hornet stings to kill a man, but I always wondered how anyone could have known that. Let's find out if they were right, shall we? Scheiße. Wie kommen wir anders hier raus? Gibt es überhaupt einen anderen Ausweg? Ist da das Nest? Ja, soll ich es wirklich runterschießen? Dann sterben wir doch. Ach nee, warte mal, wir haben den goldenen Pfeil jetzt. Ja, natürlich. Ganz vergessen. Wir haben ja jetzt den goldenen Bogen. Hahaha, jawohl. Okay. Okay, wir haben ja den Zauberbogen. Nett. Mehr Pfeile. Okay. Moment. Haben wir jetzt mehrere? Hat er gerade nochmal einen... Ne, einen goldenen Bogen. Zack. Nichts. Okay, nichts unter Schlampe. Passt. Alles klar. War nur gerade seltsam, ist so zweimal Bogen. Stock mit Schwamm. Nein, danke. Den fassen wir nicht an. Hier waren schon ein paar Leute vor uns unten, ne? Die Algen. Oh! Dafür sind die Schmetterlinge. Okay. Jetzt können wir das alles benutzen. Okay. My beloved Galatea, I write this so that one day, when we're finally together, you will understand what I've done and why I had to do it. The others will call me mad or a monster, but I don't care what they think. Everything I'm doing here, I'm doing for you. I'll start at the beginning. Soon after my arrival here, as I walked down a corridor lined with golden statues, I thought I heard a whisper behind me. Oh, so wie wir. A rasp of air, as if vocal cords of metal strained to say a word or two. I tried to dismiss the idea, tried to concentrate on my work as the city's medic, but that tortured whisper haunted me. Weeks later, in the hallway to the bathhouse, I heard it again and found myself drawn to the statue of a Roman woman wearing a stola. Her face was contorted with anguish and fear. Disturbingly, it was as if she was looking right at me. Ja, das haben wir auch alles erlebt. Past her, I heard that strange whisper again, and turning back, I discovered that even though I had moved, she was still looking right into my soul. That was when it dawned on me. This was no statue. This was a woman trapped within that golden prison. Ja. Naturally, I told the others, but when I could not reproduce the results of my experiment, they would not believe me. But from that moment on, I knew the full horror of this place. Immobilized within these statues are living human beings. It was that day, my love, that my heart broke. Oh ja.
Das glaube ich. Das ist eine schreckliche Vorstellung. Wie kriegen wir den Balken hier weg? Gar nicht scheinbar. Mehr Pfeile. What the fuck? Okay. Ich speichere mal. Es gibt Gegner in dem Spiel. Da ist wieder eine. Oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Komm her. Und umgetreten. Okay. Da hinten auch. Okay. Zu weit weg. Okay, bedankt sich auch noch. Strange. Weg mit dir. Ein paar Münzen. Da ist noch eine Truhe. Mehr Pfeile. 71 Pfeile mittlerweile, ey. Meine Güte. Ich dachte erst so, vielleicht kriegt man mal so 6, 7 Stück, aber... Oha. Okay. Ja. Mehr? Noch mehr? Da sind noch Algen, ne? Nee. Sind sie nicht. Ja, okay. Danke für den Hinweis, Stimme. Verschwinde. So, aus irgendeinem Grund hat ihr keine Probleme mit diesen Statuen, die hier rumjagen, ne? Da geht's nicht durch dann. Gucken erst einmal hier uns um. Hier ist kein Weg, da ist das Loch, ja. Was ist hier noch? Ja, ist gut. Wir gehen hier runter. Sehr schön. Okay. Seid erleichtert. Mehr Pfeile. Scheiße. Das war sehr knapp teilweise. Okay. Nächster Punkt. Okay, das Wasser geht diesmal nicht. Aber wir können uns da hochschießen, ne? Wir müssen nicht gegen die kämpfen. Okay, wenn ich springen könnte. Nicht gut. Okay. Nochmal weggekommen. Ich glaube, ich sollte doch mal lieber
Headshots gehen. Okay. $10 Pfeile, 50 Dinar. Ja gut, immerhin. Wir gehen hier hoch. Einfacher, okay. Schön. Noch mehr Pfeile zu mitnehmen. Okay. Ja, sehr gerne. Münzen. Noch mehr Münzen. Ja, Moment. Das Ding. Okay. Klingt nix. Nee. Naja, gut, dann machen wir es halt so, ne? Na, super. Ja, kommt alle her. Okay. Ah ja, auf der Seite sind wir jetzt gut. Naja, da ist noch was. Okay. Da ist ein Weg drüber. Okay. Noch mehr Pfeile. Oh. Blut. Okay. Schlüssel zu den Palasttüren. Sehr gut. Noch ein Tagebuch. Oh. Folterbank. Um die goldene Schicht von ihnen zu schälen. What must life be like for these poor souls, entombed in gold, but kept alive somehow? Okay. Trapped in their own personal Tartarus, consigned to eternal torment, too horrific for any sane mind to comprehend. I tried to offer them what small mercies I could. I began to talk to them, to keep them company. I'd imagine backstories for them, give them names, and tell them of the world, of the histories and stories I'd learned as a child. Oh yeah. As the others became more concerned by my charity, I sought solitude from them, preferring the company of my tormented charges. Discovering a way into the abandoned palace, I began to spend my days walking its halls and sharing with its occupants ancient my mind turning to those of Apollo and Daphne, Perseus and Medusa, and Pygmalion and Galatea. Pygmalion, the sculptor, who fell in love with a beautiful statue, and who, praying to Aphrodite for aid, discovered that his beloved Galatea had come to love. It was then that I heard you whisper to me, Galatea. Forgive me. I know that is not your real name, just one I have borrowed from a story. But when I turned to look at you, I saw the most exquisitely beautiful woman I have ever known. Your face, forever frozen in a look of haunting sadness. Our meeting gave me new purpose, to free you from your golden prison, so that I might one day hear you speak, not just your true name to me. So I gathered tools for the long and difficult task ahead, barred the doors to this place, and set to work. Okay, die hat sich hier ganz schön ihren
ihren verschrobenen Glauben und ihren Experimenten gewidmet. Es tut mir leid, euch werde ich nicht befreien. Gut, never mind. Es ist echt grausam, was sie denen dann angetan hat, ne? So. Was? Da geht's nicht raus? Habe ich mich jetzt hier gerade in eine Sackgasse begeben, oder? Kann es sein, dass das eine Sackgasse ist? Ach nee, ja. Okay. Ich dachte schon. Oh, viel zu hoch. Gott, was ist das denn jetzt? Das ist versperrt. Eine junge Römerin mit erhobenen Armen, als wir sie plötzlich von einem Unbekannten flüchten. Ja. Geld. Mehr Pfeile. Okay. Lange kann es eigentlich nicht mehr sein. Da sind sie. Euch hatte ich gewartet. Ah! Scheiße. Jetzt. Wie kann ich das eigentlich hier... Naja, egal. Ja, gleich sind wir durch. Viele Gänge kann es nicht mehr geben, oder? Oh, noch ein Tagebuch. Okay. My attempts at freeing these souls from their golden prisons have not been going to plan. My first charge was a Greek woman who I called Iodame after the Athenian turned to stone by Medusa. Drilling through the gold that encased her, I was vindicated by the discovery that beneath half an inch of gold, so rigid it must be some kind of alloy with living flesh. Unfortunately, this golden alloy seems to have fused with her skin, so removing it exposed the sinew and muscle beneath, and appeared to cause her great pain. Yeah. At first, I braced myself, expecting that inflicting such pain would break the golden rule, and yet, somehow, it did not. It seems whichever god is responsible for imprisoning these poor souls does not care about their suffering at all. They are forsaken. Undeterred, I pressed on, marching late into the night, attempting to remove the golden layer that encased her as delicately as I could. Jetzt auch, ja. Eventually, I was able to free most of her body, but when I released her from her restraints, her first act was to lunge for my throat, Ah ja, clawing klar. at me with all her strength and those sharp metal talons. This was my thanks for trying to save her. Whatever possessed Iodame to attack, she was clearly not a suitable subject for my experiment, and I was forced to lock her inside an isolated wing of the palace and bar the door. As I continued working on others, I could hear her flailing and launching herself at the other side endlessly. Regrettably, my other experiments bore similar results, and after relocating a few times, most of the palace is now too dangerous to work in. Still,
As much as my heart aches to know that you're suffering, I cannot risk attempting to ungild you yet. Not until I have perfected a method that will bring you back to me, whole in both mind and body, and ensuring your humanity is preserved. I promise you this. Ja. One day we will be together, even if I have to free every last statue in this God's forsaken place. Alter, hat die sich hier in was reingesteigert. Wir können sprechen. Wer seid ihr? Ja. And you must be the wretched snake who broke into my palace and disturbed my experiments. And worst of all, look at what you made me do to her. This never would have happened if you just stayed away. You're going to pay for that. What? Wenn ihr mich angreift, enden wir beide in Gold gehüllt. Ja, das hat nichts mit mir zu tun. Ja, wenn ihr mich angreift, enden wir beide, ja. And you think I care about that? I don't care what happens to me, as long as you get what you deserve. Viel Glück dabei. Think you can bring me down with your little wooden arrows before I jam this blade into your throat? Oh, ich werde euch nicht töten. Ich werde euch in Gold einsperren. Davor hat sie doch sicher Angst, oder? What? How? That's impossible. You're trying to intimidate me. Dieser goldene Bogen ist die Waffe, die Menschen in Gold hüllt. Ja. Liar. Ich kann das an Galatea demonstrieren, wenn ich muss. Really? I'm not sure I believe you. But if you can undo this mess, I'll give you the key to my old medical chest in the Shrine of Apollo. I imagine it would help Lucretia ease the suffering of those still in the city. But if you're lying to me, I'll break the golden rule and kill you and everyone else in this city. Understood? Ja, verstanden. Trete zurück, bitte. Alter, die hat die wirklich bis auf die Knochen runtergeschält, ne? Okay. Den Kopf. Make her go, or I'll make her. You did it. You took away her pain. I don't know what to say. Thank you, thank you. I swear I will never harm her again. I swear it. I'll stay here to keep her company. But these poor souls, what can be done for them? I've tried everything I can. I fear the only one capable of releasing them properly is whichever god doomed them in the first place. Yeah. In any case, I must honor our bargain. Here's the key I promised you. It opens a chest in the Shrine of Apollo. I believe there are a few things in there which may be useful to Lucretia. Gegenstand nehmen, danke. Now, please leave. The door here leads out onto the palace balcony. You should be able to make your way down from there. Okay, auf Wiedersehen. And never return. Jo, wir kommen nicht wieder. Keine Sorge. Meine Fresse. Ah. Okay. Ganz kurzes Päuschen. Bin sofort wieder da. Ich lass mal hier einfach Musik laufen vom Spiel, ne? Bis gleich.
So, gut, dass ich das nur gerade lese. Klausi, gute Nacht. Wünsch dir was. Ja, mal gucken, wie weit wir hier noch kommen. Weiß auch noch nicht, wie lange ich noch mache. Mal schauen. Okay. Und ja, danke fürs Zusehen. Ne? Hoffe, hat gefallen. Wir hauen ab. So, wo kommen wir raus? Okay. Darüber könnten wir wieder rein. Okay. Verwenden wir die Seilrutsche. Das haben wir mal hier. Hui. Okay, nice. Bisschen laut, aber nice. Okay. That's quite an impressive bow you have there. Just Danke. like Diana's. Mhm. A new face. Ave, and may Vesta watch over you. I'm Equitia. To Oh, what ist do das I die owe the pleasure Priesterin? of this visit? Was ist eure Geschichte denn? Oh my. I take it people are quite direct where you're Mhm. from. I suppose it's quite charming in its own way. Usually, however, you wouldn't simply march up to a Vestal priestess and without due formality or courtesy ask, what is your story? Tut mir leid, was hätte ich tun sollen? The proper approach would be to arrange an introduction through a mutual acquaintance in high office, by which time you would already know how to address me. And then you would find a way to satisfy your curiosity rather more indirectly. But to be honest, I've often thought what an unnecessarily formal way to communicate that is. So, let's do it your way. You just keep being yourself and ask whatever you like. It'll be a refreshing change. Ach, sehr gerne doch. Okay, also wie seid ihr You know, gelandet? I'm not entirely sure. But what about you? How did you end up here? Eine junge Frau namens Karen hat mich bewusstlos aus einem Fluss gezogen und mich dann hierher geschickt. Karen, you say? And nothing about that name seemed odd to you. Es ist ein älterer Name, aber dort, wo ich herkomme, nichts Ungewöhnliches. Ja, da wo ich herkomme, hat er eine negative Konnotation, ja. Why is that? Wegen der Memes. The memes? What are the memes? Ein Meme ist ein kleines Bild, das man mit anderen Menschen teilt. Sie sind ein bisschen wie eine eigene Sprache geworden. A bit like Egyptian hieroglyphs, then? Ja, sowas in der Art. So your people make hieroglyphics depicting this accursed character, the one they call Karen. I wonder if... No. Was wolltet ihr I sagen? apologize. I don't mean to be cryptic. It's just that you've got me thinking. Have you spoken with any of the others about how they arrived here too? I really think you should. Go around and ask them what they remember and see if you notice any patterns. Ja gut, das Muster ist eindeutig. Ja, okay. Good. Thank you. But please be careful. I just don't want to see what happened to Livia happen to you too. Okay, was ist denn mit Livia passiert? Up until a few weeks ago, she was a perfectly productive member of our little community, darning clothes and cutting hair. Ja. She was always so chatty, always seeking out newcomers and asking them where they were from and how they wound up here. And then, about a month ago, she suddenly changed. She withdrew, stopped working and became despondent, started muttering to herself. Galerius and I visited her to see how we could help, but she just looked at us with this haunted stare, called us bloodless shadows, and told us we were ignorant of some pattern. Look, it could be unrelated. Perhaps she simply fell ill. Or, as Galerius suggested, the weight of the Golden Rule was too much for her. But there is a small chance that she learned something, saw a pattern nobody else saw, and that it broke her. I just
don't want to see that happen to you. So be careful, will you? Ja, okay. Thank you. Now, go and follow the thread of truth through this labyrinth and come back to me if you discover any patterns. Ja, ich werde sehen, was ich tun kann. Okay, ich habe da schon irgendwelche Muster gefunden. Pattern. So. Wisst ihr, wie man hier rauskommt? I don't, I'm afraid. It seems to me we're exiled here until the gods judge us, one way or another. Okay. Und die goldene Regel? I'm quite sure it's the work of the gods, which is strange because they've never been particularly concerned with our misdeeds, as long as we've kept the peace of the gods. We ask for blessings, for good health, bountiful harvest, military victory, and in return, we offer praise, wine, incense, or animals. But here, it seems they require much more of us. Ja. I find myself reminded of an especially pertinent tale from our great poet Ovid in his epic Metamorphoses. Would you like to hear it? It is rather long. Nee, gibt's eine Kurzfassung? I suppose so. Jupiter and Mercury put a town to the test by disguising themselves as vagrants and asking for shelter there. Everyone turned them away and failed that test, except for an old couple named Baucis and Philemon, and so the gods gave them time to escape and granted them a wish, and then wiped that town off the map. Some say the moral of that story is that we must all honor the sacred rituals of guest friendship, the reciprocal obligations owed between hosts and guests. Ja. But I like to think it's that we should always show compassion for those less fortunate than ourselves. Auch eine gute Interpretation, ja. Ja, gebe zu. I'm pleased to hear it. Wie läuft denn die Wahl? It must be completed by dusk, just the same as any other official business. It'll be between Sentius, the incumbent, and Malleolus, the challenger. Why do you ask? Ich würde gern Galerius noch. Okay, ja gut, probieren wir das. I like the idea, but I know Galerius well, and his position has always been that he won't run unless Malleolus withdraws. It was only yesterday that he said to me he'd only ever run if it was absolutely necessary to make sure Sentius wasn't re-elected. So, I suppose if you'd like to see Galerius elected magistrate, you'd need to persuade Malleolus to withdraw somehow. Naja, okay. Wer darf denn All wählen? of the male citizens who are willing and able to attend, unless they're running, of course. Ja, okay. Darf ich dann abstimmen? Well, you're not a citizen yet. Ah, so, ja. No, I'm afraid not. But if it's any consolation, there are other ways to influence the outcome of an election. Wie denn zum By Beispiel? using whatever gifts the gods gave Ach you. so. Ja, Nothing untoward, Ja, ja. of course. Was ist denn eure Aufgabe während der Wahl? I'm responsible for announcing it and making sure the procedures are followed. Okay. Und andere Kandidaten noch? You can, assuming they're eligible and willing to accept the nomination. Okay. Können wir nur mit der Wahl beginnen? As I said, I'm planning to hold it before dusk, but I suppose I could hold it sooner, if there's a good reason. Okay, das geht also. Okay. Eine frühzeitige Durchführung kann Konflikte zwischen den Wählern verhindern. Yes, I have overheard some rather unpleasant arguments. The last thing we need here is additional conflict. Very well. I'll get things started right Wir haben was away. verändert. Okay. Citizens, it is time. Let us meet to elect our magistrate. Okay. Kommen jetzt alle oder was? Ist irgendwie auch dunkler geworden? Ja, ne? Es gibt auch Zeit hier drin im Spiel. Ja, okay. So, alle versammeln sich. Ah, natürlich. Natürlich hier. Oh, was ist das denn? I did not do it. Dully. Naja, gut. Ach, der Eingesperrte. Natürlich. Hello? Hello? Ja.
Hallo. Ich muss erstmal gehen. Ciao. Ich komme nochmal wieder, wenn die Wahl vorbei ist. Ja, okay. Oh, Sitz hier. Hier ist doch ein schöner Sitzplatz. Ah. Okay. Der Herausforderer fehlt noch. Ich hoffe, der kommt. Alle anderen sind scheinbar da. Ah, da ist er. Okay. Citizens, we have a quorate body of voters gathered here to elect the city's magistrate. The candidates are Sextus Sentius Imperiosus and Marcus Malleolus Gurges. As agreed, we shall dispense with ballots and candidates will abstain from voting. Let's make this quick. As I say your name, call your vote. I'll start with you, Horatius. Sentius, of course. Georgius. Malleolus. Dacius. Malleolus. Galerius. I abstain. I'm just here to observe. Virgil. Malleolus. Rufius. Malleolus. And finally, Domitius. Malleolus. Who else? Citizens, you have made your decision. Your new magistrate is Marcus Malleolus Gurges. Hail, Magistrate Malleolus. I said, hail, Magistrate Malleolus. That's more like it. Thank you. Thank you. I Den am kennen wir noch nicht. delighted and deeply honored to have been elected your magistrate. And now, I make this solemn promise to you, good citizens. Under my leadership, you will finally Gleich wird was enjoy passieren, the ne? freedom you deserve. No more shall you walk on eggshells, fearing simply to live and breathe, because the tyrant Sentius told you it was forbidden. For my first act as magistrate, I hereby announce a day of celebration to mark the end of an era. The myth of the Golden Rule is no more. The Golden Rule is real, you idiot. For his attempt to deceive us all, Sentius is hereby found guilty of treason God. against the Empire. What? I have committed no crimes. This is madness. His sentence: to fight for his life in gladiatorial combat against Domitius. Here and now for your entertainment. Entertainment. No idea what you're doing. You're going to get us all killed. Wait, I exercise my right as a Vestal priestess to pardon him. I will not allow you to do this. You're showing your true colors now, priestess. Your corruption sickens me. Domitius, ignore her. Proceed. This is insanity. You doom us all. Lies. It is time the Golden Rule was exposed for what it is. A children's fable, exploited by a treacherous leader to instill fear in all of us. This is why he's in his gladiator gear. They've been planning this all along. Shut up, all of you. The magistrate has spoken. I'm going to enjoy killing you, old man. The many shall suffer. Und ja, da ist es. Wir hauen ab. Jo. Rennen, wir rennen. We must get to the shrine. Wir sind schon am Schrein, Junge. Alles gut. Bring mich zurück. Sehr gut. Okay. Also, die Wahl führt dann auch halt zum Reset. Salve, friend. Jo. Mind telling me who you are and what you're doing with that bow on your back? Ich bin Alex und möchte, dass ihr ein paar dringende Angelegenheiten für mich regelt. Oh, sounds serious. I'm listening.
Ihr müsst Fabia davon abhalten, den leeren Schrein zu betreten und den Neuankömmling sagen, dass er dort finden wird, wonach er so... Ah. Alright, let me see. Stop Fabia going in, but send the new arrival to the empty shrine. Understood. Das war's und jetzt lauft so schnell ihr könnt. I'll go, but once I'm done, I'll need you to tell me how you know all of this. Wir können ihn benutzen, um das, was wir schon mal gemacht haben, nicht nochmal machen zu müssen. Perfekt. Eine gut durchdachte Game-Mechanik. Sehr, sehr schön. Gratulation. Das ist immer nämlich ja ein Problem bei solchen Spielen. Sehr cool. Okay, wir haben unseren guten Bogen. Ja, ich weiß, du kannst ihn nicht bewegen. Damit können wir ja jetzt hier Sachen tun. Da. Jetzt müssen wir uns an die ganzen Wege erinnern, aber okay, das kriegen wir schon hin. So, hier ist auch der Fisch. So, römische Tafel. Eine Tafel mit lateinischer Inschrift. Brutto Vater der Reichtümer. Gegenstand nehmen. Okay. Und Schnitzerei. Ja, lassen wir da. Okay. Was hat mir das jetzt gebracht? Ehrlich gesagt. Die kann ich auch nur zurücklassen. Ich habe eine Steintafel. Sehe ich hier irgendwas? Nee, ne? Steintafel werden wir wahrscheinlich irgendjemand geben können. So. Okay. Hier raus. Ah ja, jetzt sind wir wieder hier. Okay. Gibt jetzt so viele Orte, wo ich nochmal hin muss, ne? Glaube ich. Aber nichts drin sonst. Kann ich nicht einfach wegtreten, ne? Oben kann ich hier auch nichts machen, ne? Nee. Gut, ich kann es probieren. Nein. Okay. War hier irgendwas, was ich damit machen konnte, da unten? Ich glaube nicht, ne? Mein Gott, wo waren denn jetzt überall die Schmetterlinge, die man so gesehen hat, ne? Ich hab's halt wieder verdrängt. Ah. Hi. Salve again, friend. I went and did as you asked, and it worked. How is it possible that you've just arrived here and you already know everyone and exactly what's about to happen to them? Ich lebe denselben Tag wieder und wieder. You're toying with me, right? Wait, you're not kidding, are you? That's the only way you could have known. You're a bit like... Oh, what was his name? Sisyphus. Yeah, that's the one. Old King Sisyphus. Ja. Ja. Sisyphus was Ja, a Greek doch. king a long time ago. For daring to think he could outsmart the gods, he was given a terrible punishment. He was forced to push a great boulder up to the top of a hill. Only, just as it reached the top, it would roll all the way back down to the bottom, forcing him to start over and over and over again, for all eternity. Just like you. Actually, now that I think about it, there are a bunch of old stories about the gods punishing people by making them do the same futile task over and over. Tantalus was made to grasp at fruit on a tree he could never quite reach. The Pleiades had to keep fetching water in a sieve. Oh, and Ixion was strapped to a wheel going round and round forever. But on the bright side, at least you're not stuck in the underworld like they all were. Anyway, I don't know which god you managed to upset to get yourself into this position, friend, but you seem all right to me. So, I'll tell you what. I'll keep doing whatever I can to help you.
You just focus on finding a way to break the cycle you're in. Ihr seid ein guter Mann, ja. Oh, that's kind of you to say. Now, I'm going to keep your secret. Although, it's not as if I'll remember this next time we talk anyway, right? Yep. Oh, and if our conversations ever start to annoy you, just tell me you're busy. I know when I'm not wanted. May fortune smile on you, friend. Okay, okay. Sehr gut. Danke für den Tipp. Jetzt können wir da hinten rein. Na komm. Oder auch nicht. Muss ich echt den Umweg hier gehen, oder was? Muss doch da hochklettern können hier. Bitte, danke. 500! Und eine neue Weinflasche. Schön. Ja. Das hier ist übrigens die Frucht, die nicht zu erreichen ist, ne? Der Arme. Ach ja. Okay, warte mal, auf der Seite war auch was mit Schmetterlingen. Und zwar hier, genau, die goldenen Eier. Wird's doch sein, oder? Die Eier schießen? Ja. Eier der goldenen Gans. Gänseeier, die in Gold verwandelt wurden. Sie sehen wertvoll aus. Haben wir. Okay. Sehr schön. Das ist übrigens gut, dass das so ein bisschen markiert ist. Bringt an viel. Okay, wir haben noch ein bisschen was. Und zwar da oben können wir noch hin. Da waren auch noch Schmetterlinge. So, das war der Weg hier hoch, ne? Ja. Ein bisschen laufen dahin. Aber ist ja nicht schlimm. Leiter, danke. Okay. Was finden wir denn da? Äh, 250, okay. Das war's. Bisschen enttäuschend. Ein klein wenig. Hoppala. Okay. Wollte ich nicht. Egal. Gut, meine Route hat sich soeben gerade verändert durch Zufall. Dann gehen wir halt hier lang. Okay, wir waren noch nicht hier unten so wirklich. On your best behavior, I trust. Ich habe unheimlich Bock, mal jemanden abzuschießen. Aber okay. Warte mal, Horatius. Habe ich neue Gesprächsoptionen bei dir? Nein. Okay. Hey, Horatius. How's it feel knowing your man's doomed to lose the election today? If you're trying to goad me into an argument, it won't work. I'm stoic. So, Sentius und Malerius, der gleiche Muster, lediglich anders riecht. Leo. Kann ich nachvollziehen. Aha, damit kommen wir aufs Dach. Könnten aber auch so rein, weil wir ja, ne? Wir haben ja den Schlüssel, aber trotzdem können wir mal gucken, wo wir mit der Ranke hier hochkommen. Kommen wir auch einfach noch rein, falls wir den Schlüssel noch nicht hätten. Okay. Das ist die Villa. Villen sind auch noch direkt nebeneinander, ne? Da ist auch noch eine dann. Oh. Ach, guck mal, hier ist er jetzt noch nicht durchgebrochen dann. Naja. Ich wollte gerade sagen, ich könnte noch mal zu der Dame gehen hier oben, die hier heult. Gucken, ob ich was Neues habe. Hi. I'm not supposed to be in here. Na, ich weiß.
Ich weiß, wo bewahrt ihr Reubertsan auf? Domitius, come quickly. We're being robbed. This is outrageous. Okay. Ich sollte wahrscheinlich eher lieber gehen. Bist du da? Ja gut, er hat es nicht mitbekommen. Okay, egal. Guter Mann. Oder auch eher Arschloch. Eure Geschichte. The name's Domitius. You want to get to Malleolus? You Ich go war schon through bei me. ihm. Warum seid ihr wie ein Gladiator gekleidet? Why? Because I am a gladiator. That's why. Okay, na gut. Wisst ihr, wie man hier When rauskommt? Malleolus wins the election, yeah? This place will change. You won't even want to leave. You'll see. Ja, und die goldene Regel. I think it's gone on long enough. And Malleolus is going to put an end to it once he's elected. Klingt toll. Kann ich irgendwie helfen? Ja. We've already lined up the votes he needs to win. Just stay out of our way, and we won't have a problem. Okay, und die Stimme gibst du natürlich ihm, ne? Malleolus, of course. If old man Sentius can't even protect his own daughter, Das muss ich how noch can we trust rauskriegen, him was to das protect bedeutet, ne? us? Ich muss mit Ulpio He's sprechen. not here. Okay, wo ist er denn? The little Capet murder escaped earlier this morning, while I was taking Yulia to the clinic. He can't have gone far, but if you find him, tell him the Klinik muss ich punishment noch he gets finden. for coming back on his own won't be as bad as if I have to go looking for him. Mhm. Wisst ihr etwas über das Verschwinden von Sentilla? Listen, I don't abduct women. They come to me, and they keep coming back, if you know what I mean. Okay. Ich glaube, ihr verheimlicht You don't was. know Sturkus. Okay, dann gehen wir mal. Whatever. Just remember, I'll be watching. Ja, klar. Ja, sicher doch. Hier ist auch noch eine Tür Hey, unten. you're not thinking about going into the cistern, are you? Daran hatte ich kein Interesse, jetzt aber schon. Contrary little Capet murder, aren't you? Warum sollte ich nicht darunter gehen? Nobody's told you about Hannibal. Ugh, why do I have to do everything round here? So, there was this guy called Hannibal, right? Funny accent. Used to go down into the cisterns looking for junk he could clean up and sell. Oh ja, One den day, haben wir a gelesen few von, weeks ja. back, he comes out and tells me the cisterns are haunted. Said he could hear spirits wailing. Of course, nobody believed him, because who trusts a Carthaginian, right? Anyway, a few days later, he goes back in. And hours go by, and he hasn't come back out, yeah? So I go down after him, and it's dark. But in the distance, I can just make out his body, sprawled out on the ground, and hunched over him was something that made my blood run cold. No word of a lie. I saw a creature. Like the corpse of a man who'd been flayed. And it was eating Hannibal. Okay. Hätte es nicht die goldene Regel If it gebrochen? was a man, maybe. But I swear on my life this was no man. More like a Strix. Or some Versipelus that feeds on human flesh. I didn't stick around to see which. Was habt ihr Well, getan? any sane person would have done. I legged it out of there and put a sign at the door to warn the others. Okay, das war eine tolle Geschichte, aber ich gehe Well, trotzdem runter. It's your funeral. Okay. Mal gucken, was uns da erwartet. Immer vorsichtshalber Bogen in der Hand. Ah. Oh, und treffen muss man können. Die sind bis hier hingekommen, scheinbar, ja. Wie komme ich denn hier wieder raus dann? Okay. Unter Goldstatuen.
Wenn ich gerade erst reingegangen bin. Wir gucken mal, wo wir hier wieder rauskommen. Finde einen kreativen Weg in die obere Zisterne. Ja, sehr gut. Haben wir scheinbar gefunden. Und hopp. Sehr gut. Boosted. Oh, die ist gefesselt. Meine Liebe. You. Who are you? Did he send you? Ja. Ich bin Alex und niemand habe ich geschickt. Do you know you're here? You have to help me escape before that monster comes back. Was geht hier vor I'm sich? Scintilla. I found a way out through the Gate of Horn, but it's locked. So I told him about it, and instead of helping me escape, he locked me up. He wants to keep us all here forever. Oh, der Maleus, was? Okay. He's a monster. You have to let me go so we can kill him and take his key. Okay. Wer hat euch das angetan nochmal? Ja. My adoptive father. Furies help me. I'll castrate and crucify him. Wie hat er dich gegen die goldene Regel verstoßen? He said the gods are on his side because they don't want us to escape either. Okay, wo ist der Behind me, Ausgang? there's an aqueduct tunnel bringing water from outside the city, so it should lead us outside. The only problem is it's barred by a heavy locked gate, and he has the only key. Was werdet ihr unternehmen, wenn ich euch freilasse? I'm going to take that key from around his neck, even if it means cutting his throat to get it. I'm done caring about the golden rule. I just want out. Help me, and we can escape together. Was ist mit den There anderen? won't be enough time. Just you and me. What do you say? Es tut mir leid, aber wenn ich euch gehen lasse, werden wir alle sterben. Was, wenn ich euch alle zusammentraue, damit sie bereit zur Flucht sind? Ich werde euch freilassen. Komm, wir probieren das erstmal aus, was dann passiert, ne? Now wait. Did you hear that? He's here. He must be coming in through the door behind me. You distract him. Stay right here and keep him talking while I look for something I can use. Okay. Er hat auch ganz schön Dreck am Stecken, ne? What did you do with Scintilla? Where is she? Ihr seid menschlicher Abstammung, wisst ihr das? So that is how it's going to be. Oh well, this doesn't change anything for me. It's a shame, really. If you'd just done what you were supposed to, you'd have been looping through time forever until you gave up and killed yourself. Just like that soft-hearted pleb, Al. Wer macht denn den Loop wieder auf, wenn er tot ist, ne? Erinnert euch an Al? Come now. Surely you didn't think you were the only one here who remembered everything. You see, my connection to the portal somehow preserves my memories from one loop to the next. Scheiße. Whether that was Proserpina's intention or a happy accident, I'll never know. But I'm surprised you hadn't noticed. Here I was thinking you're a little bit sharper than Al was. Or perhaps you're just more willing to break the rules. He was a moralistic fellow, never once compromised on his principles. And because of that fatal flaw, he relived this day many thousands of times before we finally had this conversation. Okay. I watched him come through the portal each time, always a little older, a little more disheveled, a little more haunted. And when he finally saw the futility of it all, as you're about to, it broke him. He drank a jug of wine, tied a noose around his neck, and took his own life, just before he was shot with a golden arrow. The next time I awoke, you showed up,
But you've caught up to where he was so quickly. I'd have preferred if you'd given me more time to enjoy the trappings of my success. How many extra days did you give me? Just the 5? Not a lot compared with Al, but I've seized every day, nonetheless. In any case, there's no escape for you except the path that Al took, the path he wrote about on his tablet. What was it? Ah, yes. Better to end it all now than find out what awaits you beyond that portal. So, you discovered my secret. So what? What are you going to do about it? Tja, gute Frage. Okay, wir haben... Zählt also auch mit. Wir haben 5 Durchläufe gebraucht hier. Okay. Sind wir gerade im Endgame oder was? Also habt ihr mich darum gebeten herauszufinden, wer die goldene Regel brechen würde, obwohl ihr wüsstet, dass ich jedes Mal scheitern würde? Ihr wusstet von einem Ausweg und habt sogar eure eigene Tochter eingesperrt, nur um dies zu verheimlichen. Warum? Ja. Isn't it obvious? Because I have grown attached to all this. My title, my beautiful villa, the sun on my face, the music of birds chirping. And as long as this day keeps repeating itself, I get to enjoy it all, over and over again, for eternity. Don't you see? Mann. I have found a way to prolong my life indefinitely, to cheat death. I have become, in effect, as immortal as the gods. Can you honestly say you would not wish the same for yourself? Also habt ihr mich darum gebeten herauszufinden, wer die goldene Regel brechen würde, obwohl ihr wusstet, dass ich jedes Mal scheitern würde? Of course. There's no way you could have succeeded. Every soul who has ever found themselves here has broken the golden rule eventually. It is inevitable. Man will always sin sooner or later. Any idiot could tell you this. But where others might see tragedy, I saw opportunity. As I told you the first time we met, I found a way to cheat death. By reliving the same day over and over again, forever. And I will continue living long after your dust. Dafür werdet ihr einen schmerzhaften Tod sterben, Do mein you Freund. really think you can take on a Decurion with that flimsy little bow? Wahrscheinlich könnte ich das, aber ich überlasse ihr das mal. Scintilla? Where is she? I'm right here, Father. Oh! Angezündet. The many shall suffer for the sins of the one. Come on, we have to go. Yep. Hey, what's happening to you? That light, it's so bright. Ein Zeitparadox erzeugen. Er kann das Portal nicht mehr öffnen und uns herholen, weil er tot ist. Selbstverständlich. Hi there. Gave me a bit of a fright. Thought I was in here alone. I'm Al. Was? Ich bin hergekommen, um dich zu suchen. Well, here I am. I'm sorry, I didn't Warum catch lebt your er? Bin Alex. Really? Hi. That's strange. I was just reading an old tablet I found here. Well, trying. My Latin is kind of rusty, but the last entry mentioned someone with the same name. It described an event about 2,000 years ago. Someone with your name appeared in the city out of the shrine of Proserpina. Freed an imprisoned woman named Scintilla, who then murdered her captor, breaking some kind of ancient law. It said the attack caused golden statues to come alive, hunting down everyone in the city and turning them into gold. Apparently, the only person to survive was Scintilla, while the stranger disappeared in a flash of light. Wer hat das aufgeschrieben? Das kann ja nur Scintilla dann gewesen sein, die das verfasst hat, ne? Okay, ja, ich bin das gewesen. What? You're saying you were here 2,000 years ago? Jetzt sind wir als Sure verrückter Brandmarkt. Als ich das erste Mal hier in der Gegenwart eintraf, sah ich deine Leiche an einen Galgen hängen.
I'm sorry, come again? Mhm. Ja, noch immer den Abschiedsbrief, den du in der Tafel, in diese Tafel geritzt hast. Hier. Let me see that. God, why does this writing look so familiar? I've spent a lifetime in this place going around and around in circles. This is disturbing. But I don't understand how I could have written it. Es wurde von einer anderen Version von dir geschrieben. Ich habe die Vergangenheit und dein Schicksal verändert. Und ein Zeitparadox geschaffen. Und jetzt sind wir in einer anderen Realität. In einem parallelen Zeitstrahl. I'm not following. Ja, glaube ich. Ich habe Sentilla dabei geholfen, den Mann umzubringen, der ein Zeitportal öffnete, um dich in der Zeit um zu verhindern, dass dies jemals geschehen würde. So you're saying, because a man from 2000 years ago is dead, he never created a time portal, so I never went through it, and that's why I don't remember any of this. Jo, du verstehst es. I guess you saved my life then, as well as helping that poor woman to escape. That's a lot to take in. Okay, genug geredet. Wie wär's ja damit, diesen Ort zu verlassen? Maybe we can escape through the same aqueduct Santilla used, if we can find it. Das ist hier in der Zisterne. Holt mir einfach, ja, okay. Ja, okay. Wir fliehen. Oh. Okay, er kommt scheinbar nicht mit uns. Egal. Wir haben noch alles, oder? Ne, den Bogen haben wir... Wir haben nichts mehr. Oh, mein Inventar ist leer. Ja, super. Ah ja, logischerweise. Zeitparadox. I'm gonna pause here for a moment and make sure nobody else has ever lured into this temple. Ja, gute Idee. Go on ahead. I'll be there soon. Jetzt müssen wir noch rausfinden, wer Karen ist, ne? Wir gehen mal schnell. Welche Göttin ist Karen? You're back. But you're alone. Does that mean you didn't find Al? Ich habe ihn gefunden, er wird gleich hier sein. What a relief. Thank you so much. I was beginning to think you'd both become trapped in there. Why don't you tell me what you discovered while we wait? Ich habe die Ruinen einer antiken unterirdischen Stadt entdeckt. Really? Sounds amazing. And did you... Oh, look. Here he comes. Al, it's so good to see you. You were gone so long. Ich habe noch nicht so viel rausgefunden, oder? Kinda lost track of time in there. You wouldn't believe what we found. The ruins of a long-forgotten city. And there was a tablet describing an event 2,000 years ago. Supposedly, the city was destroyed when a woman murdered a tyrant with the help of, well, my new friend here. I know how crazy that sounds. Maybe not that crazy. That woman. Ja, sie weiß I don't es. suppose her name was Santilla? How could you... What? She left a tablet of her own. I stumbled across it while I was waiting here. I think she meant for you to read it. Here, take a look. I don't know what became of you, or if you'll ever read this, but I want you to know that I will never forget you, or what you did for me. It pains me that so many dear friends were not so fortunate. Ulpius, Sentia, Lucretia, Horatius, Galerius, poor Dooley, and the others. But please understand, their blood is on my hands, not yours. I will live with the consequences of my actions, and all I can do is move forward, trying to show others the same compassion you showed me. I promise you that saving my life will not be for nothing. Santilla. Okay. Sounds like you meant a lot to her. I'd love to hear your story, but first, you two look exhausted. Why don't you hop in my boat and rest while I ferry you back to civilization? Sounds good to me. And you? Are you ready to go home? Bin bereit. Die Fähre nach Hause. Ende 2 von 4.
Viele hätten wohl überlebt, wenn du Scintilla zurückgelassen hättest. Okay. Okay, developed by Modern Storyteller. Nick Pierce, Alexander Gross, John Eyre. Ja. Ein kleines Dreierteam, ne? Da an der Spitze. Muss ich ja sagen, geil gemacht. Da ist ganz schön was bei rausgekommen. Das ist spannend. Das Story Games haben, wenn da wirklich in die Story viel Arbeit fließt, ist es halt immer gar nicht so schlimm, dass die nicht aussehen wie ein AAA-Spiel oder so. Und da war jetzt nicht viel Action, da war viel Gerede. Ja, gut, du hast einen Gegnertyp gehabt, auf den du geballert hast, ne? Aber das ist alles gar nicht wichtig. Ne? Das ist ja jetzt auch nur jetzt 4,5 Stunden Umfang, ne? Aber es hat richtig Spaß gemacht, sich da einzufinden. Und ich bin gerade ein bisschen traurig, dass wir aus Versehen ins Endgame gestolpert sind. Hätte sehr gerne die ganzen Storys noch mit aufgedeckt. Aber ja, gut. So ist es halt. Ist jetzt das Ende, was wir haben. Werden wir jetzt mit leben. Okay. Dann, sag ich mal, lasse ich das mal hier noch durchlaufen. Und, genau. Bin wieder da, wollte gerade fragen, wie es läuft. Anscheinend recht gut. Ja. Ja, aus Versehen ins Endgame gestolpert. Und die Story hinten dran aufgedeckt. Ja, so ist es. Also, wenn du nicht viel mitbekommen hast, ich verrate mal nichts. Gerade jetzt gegen Ende. Ja, aus Versehen ist immer gut. Ich kann es dir wärmsten empfehlen, das mal selber zu spielen. Ich gebe dann wirklich nur den Tipp, in die Zisterne nur gehen, wenn du das Ende vom Spiel sehen willst. Mach vorher alles, was du nicht gemacht hast. Ja. Okay. Ja. Ich lasse mal die Credits zu Ende laufen. Und klingt mich aber schon mal aus. Und wünsche dann eine gute Nacht. Und vielen Dank fürs Zusehen, ne? Wir sehen uns. Bis dann.